Dann sollten wir jetzt auch live sein. In dem Sinne, herzlich willkommen zu unserem kleinen, unerwarteten, frühen Stream. Wir spielen Genshin. Wir müssen nämlich für den Lantern Ride noch 2 Missionen erledigen. Einmal Ganyus Legendenauftrag und einmal den von Yelan. Naja, kriegen wir hin, würde ich mal sagen. Kriegen wir hin. Das Video. Also, habe ich eigentlich auf Twitch alles eingestellt? Ja, sieht soweit ganz gut aus. YouTube sieht auch soweit ganz gut aus. Servus Lena. Und TikTok sollte auch laufen. Perfekt. Servus Sakumoshi, servus Shias. Servus Mika, Hallöchen Backfischgang. Und danke für die 3 Rosen. Ja, ist ja gut, raten. Alles gut. Servus Abgat. ABCAD. Hi. Servus Jennifer. Servus Mika. So, damit sollte ich alle haben. Servus Chili und servus Chan. Servus Ganyu. Hallo zusammen. Es nimmt kein Ende. Was eigentlich nur was Gutes ist. Gut. Wie gesagt, heute machen wir den Legendenauftrag. Das heißt, wir müssen uns ihn erstmal holen. Auftrag, Legendenauftrag und unsere Liebe. Ach, habe ich den schon gekauft? Oh, ich habe ihn schon gekauft. Okay. Alles gut. Danke, dass du vorbeischaust. Backfischgang, danke für die 18 Rosen. Servus Lara, servus Mika. Ach, was? Hauptsache, ihr seid dabei. Das ist bereits das Schönste für mich. Das ist bereits das Schönste für mich. Bam, 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 bam. Wo finden wir eigentlich den Auftrag von Ganyu? Göttliches Bestie? Ja, das, Unicorn. Haha, da ist es. Und dabei haben wir Ganyu nicht mal, zumindest nicht auf diesem Account. Scheinbar müssen wir jetzt da hoch. Auf zu Ganyu. Soll ich das sagen? Oder wäre das arschig von mir? Soll ich nicht? Soll ich nicht? Klar können wir mal gemeinsam spielen. Welches Spiel? Genshin? Oder was anderes? So ist Ace. Naja, im Grunde, es gibt eine sehr einfache Möglichkeit, mich kostenlos zu unterstützen. Indem einfach man den YouTube-Stream parallel laufen lässt. Da ist ja theoretisch Werbung und so ein Zeug aktiviert. Naja, diejenigen, die schon öfters hier sind, wissen ja, dass ich nach erst der Singleplayer-Phase starte und danach Multiplayer aktiviere. Sprich, wir machen dann Grüppchen. Jede Gruppe hat so dann 60 von diesem Zerbrechen, nee, nicht. Diesem, wie heißt denn das Zeug nochmal? Und vollständiges Harz, irgendwie sowas. Das heißt, wir machen normalerweise einen Boss und eine Instanz und dann wechseln wir die Gruppe. Gestern haben wir so 6 Gruppen so gemacht. Wie viel von meinem guten, zerbrechlichen Harz drauf ging? Schnief. Naja, ich bin jetzt größtenteils mit der Archon-Quest durch. Wir müssen noch dieses komische Siegesbankett mit Naida machen. Ansonsten, ja. Ansonsten, wir haben tonnenweise Weltaufträge, die wir machen müssen. Tonnenweise. 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 Okay, bis später, Minerva. Danke, dass du reingeschaut hast. Aber wie gesagt, ich versuche halt so viele Gruppen reinzunehmen wie quasi möglich. Und auf wen soll ich gerade sauer sein? Ein Kelvin. Das ist das 2. Mal, dass ich mal auf X gedrückt habe. Wie schön, dass man mir zuhört. Als ich erst Singleplayer... Okay, wer von euch hat gerade versucht reinzukommen? Ich schaue ganz böse. Wer wollte gerade rein? Wer ist von euch Kelvin?
Ah, danke, dass du mir zuhörst. Beziehungsweise danke, dass du mich darauf hingewiesen hast, dass das Ding noch an ist. Von dem her wirklich danke, weil das ist schon passiert, dass ich mitten in einer Mission bin, in einer Animation. Jemand hat angefragt, ist reingejoint aus irgendeinem Grund, weil es broken war. Und dann durfte ich mir die Zwischensequenz nochmal anschauen. Das war ärgerlich. Von dem her danke, dass du mich daran erinnert hast, dass ich Mehrspielermodus gerade für den Moment deaktivieren muss. Und später mache ich es wieder an. Ich soll für Fuffi? Pull für Fuffi. Wie Pull für Fuffi? Was meinst du mit Pull für Fuffi? Du willst mir einen Fuffi geben, wenn ich pulle. Verstehe ich das richtig? Schnuffi, danke für die Rose. Ja. Da schreibt gerade jemand, in deiner Bio steht VTuber. Okay, was willst du mir jetzt damit sagen? Gehst du auch in ein Autohaus und sagst, Entschuldigung, auf ihrer Fassade steht Autohaus. Du drehst dich um, jede Menge Autos. Ist das wirklich ein Autohaus? Ich bin quasi Free-to-Play-Spieler. Hallo? Und Servus Panzerfaust. Hilfe. Und außerdem jedes Mal, wenn ich pulle, gibt's hier eine Lawine. Da kommen irgendwie so gefühlt 50 Leute. 500, ja. Servus, Lara. Ah, das ist dein Problem. Du weißt nicht, was ein VTuber ist. Ah, sag das doch. YouTuber ist eine Person, die YouTube macht. Ein VTuber ist eine virtuelle Person, die YouTube macht. Oder Twitch oder TikTok. Übrigens, ich bin parallel auf YouTube, Twitch und TikTok live. Mir geht's ganz gut und selbst? Also ein YouTuber kann ein VTuber sein, aber nicht, jeder VTuber, man kann beides sein, YouTuber oder VTuber. In Genshin, du startest das Spiel als zwei Geschwister. Einmal den Traveler, Monsieur männlich, und er hat auch eine Schwester, Madame weiblich. Also der Traveler heißt Ether und die weibliche Version heißt Lumin. Ihr wandert durch die Welten, dann werdet ihr von einer Gottheit aufgehalten und weggesperrt. Dabei wird du kannst dich entweder entscheiden, den Traveler zu spielen, männlich, oder die Travelerine, weiblich. Die, für die du dich entscheidest, bleibt und die andere wird weggesperrt und entführt. Und in dem Spiel fährst du von Nation zu Nation, suchst Hinweise, rettest dabei die Welt und suchst nach deiner Schwester oder Bruder, je nachdem. Das ist der Sinn, die Story hinter Genshin. In dieser Welt gibt es Götter, die sogenannten Archons. Hier haben wir den Anemo-Archon, der Wind-Archon, zu sehen an der Statue hier. Nein! Okay, egal. Jetzt. Wobei, ich könnte auch den Mondstadt zeigen. Also, das ist jetzt die Statue des Anemo-Archons, wobei es gibt eine viel schönere und größere in Mondstadt, in seiner Hauptstadt. So. Dann drücke ich dir die Daumen. Hier, das ist jetzt eine ganz, ganz große Statue von Yelan. Jetzt habt ihr mich durcheinander. Von Venti. Vom Barbados. Das ist Barbados. Eine der Gottheiten. Man kann diese Gottheit auch spielen. Nicht Truppe, warte, ich habe sie doch gar nicht. Bei Figurenhandbuch. Der ist ganz unten. Das ist die Gottheit des Windes, Venti. Dann haben wir noch die Gottheit des Geo, Rex Lapis, aka... Osmanthus wine tastes the same as I remember. Servus. But where are those who share the memory? Wir haben aber auch den Blitzarchon, aka Raiden Shogun. Wobei, nee, das ist ja nicht der Blitz, das ist ja nur eine Puppe.
Wen haben wir noch? Was für Archons haben wir denn noch hier? Wir haben Nahida. Als der Dendro-Archon. Lanze. Aber ich glaube, mehr Archons haben wir noch nicht, oder? Wir haben Venti, wir haben Rex Lapis, wir haben Raiden Shogun und wir haben Nahida. Genau. Dana, danke für die Traveler-Katze und für die 2 Fingerharts. Chili, pst, das ist ein Spoiler. Nicht weiterreden. Pst, böse, ganz böse. Ich habe es jetzt versucht, neutral zu erklären, falls Sie das Spiel spielen wollen, dass Sie keine Spoiler haben. Ganz böse, Chili. Inactivity serves Böse. no purpose whatsoever. Aus, aus. Wo war ich stehen geblieben? Böse Chili, aus. Was sind wir? Danke für die 2 Rosen. Ich bin 52, kurz vor 53. Oh, Mrs. Wine tastes the same as I remember. Ganz böse. Gut. Das ist Venti. Das ist die Hauptstadt vom Animo-Archon. Das ist die Hauptstadt vom Geo-Archon. Das hier, wobei, witzigerweise, das hier ist an Deutschland angelegt, an Bayern. Das hier an China. Das hier an Japan. Na, hier, das hier nach Japan. Und das da, keine Ahnung, an was ist das angelehnt? Zu Meru. Oder ist es an irgendwas angelegt? Naja, du bist ja viel, viel kleiner als ich. Das heißt, ich müsste höchstens zu dir dazu kommen, weil du bist doch niedriger als Stufe 50 und Weltstufe 7, oder? Ja, Mondstadt ist Bayern. Guck dir das an. Das ist Bayern. Wer sagt, dass das nicht Bayern ist? Okay. Sumeru ist Middle East, also orientalisch angelegt. Oder arabisch. Gut zu erkennen auch an den Kampfmusiken und generell die Musikteams. Genshin hat eine wunderschöne Musikvielfalt hier. Ich kann einfach nur stundenlang der Musik zuhören. Eine meiner aktuell neuesten und liebsten ist die Musik hier unten. Moment, das müsste die hier sein, oder? Das ist so wunderschön. Ich werde versuchen, für alle zu pullen. Ob ich sie bekomme, ist die andere Frage. Also ich spare nicht in dem Hinsicht. Hier. Und jetzt hört euch die Musik an. Falls sie kommt. Musik? Ist das die Nachtversion? Ich glaube, die Tagversion gefällt mir noch besser. Yao habe ich noch nicht gebildet. Die ist bei mir komplett leer. Gibt es am Tag ein anderes Team? Und ich kann die Zeit nach vorne spulen. Und dann ändert sich alles. Okay. Jetzt sollte der Tag-Team kommen. Weil das war nicht das Lied, was ich gemeint habe. Kam das nur während der Mission? Und übrigens, alle Dome sehen gleich aus. Guck dir den Magdeburger Dom an oder den andere große Kirchen. Ein Dom ist einfach nur eine sehr große Kirche. Na gut, egal.
Eine andere sehr schöne, ruhige Situation, wo ich weiß, dass mir die Musik sehr schön gefällt, ist der Wallens Ruine. Einfach mal, wenn man traurig ist. Einfach diese Musik, diese... so ein bisschen trostlos, aber doch beruhigend. Hört man die Musik überhaupt? Die Quest von Yeet? Keine Ahnung, vermutlich nicht. Max, danke für die 3 Rosen. Dann viel Spaß bei TikTok. Also, ich streame auf allen 3 Portalen. Das ist einfach nur wunderschön. Könnt ihr sie hören? Oder auch die Boss-Teams. Wunderschön. Aber jetzt habt ihr es was hingekriegt. Ich will jetzt La Signora machen und mir nochmal das Lied von ihr anhören. Eines der schönsten Boss-Themes überhaupt. Lucy. Gut, egal. Wir wollten ja wir wollten die Quests machen. Wir wollten eine Ganyu besuchen. Deswegen sind wir ja da. Dafür gehen wir nach Liyue. Zum chinesischen Teil von Genshin. Hier, wunderschön. Sie, danke für die Rose. Und theoretisch, ich habe genug, um mal ziehen zu können. Moment, ich muss mal das Ding zur Seite bewegen. So, haha. Ne, hier, komm. Ich habe genug für einen 10er-Puls zusammen. Habt ihr das gesehen? Hier, 1700. Ich könnte jetzt einfach den hier machen und... Easy going. Noch Fragen? Welcome, danke für die Wishing Bottle. Oh, und je nachdem sollte ich mich mal ein bisschen kleiner machen, weil wir werden ja quasi Missionsziele Text haben. So, perfekt. Da ist Laura. Na dann, was sagst du denn, was so weird ist? Und wenn es so weird ist, solltest du es dann sagen? Das ist Mika. Also, irgendwo hier sollte Ganyu sein. Da. Bereit? Können wir loslegen? Oder will noch jemand was sagen? Bevor ich dann während des Dings nicht mehr sprechen werde. Also während der Zwischensequenzen. Oh, okay. So viel dazu. It's shocking how much work there is to do, even for the 3 of us. Und was ist daran so weird? Ich habe schon um 5 Uhr morgens gestreamt und du hast zugeschaut. Erinnert dich an das kleine Phasmophobia-Experiment. Vicky, danke für die 2 Rosen. And she's been handling it alone all along. The Qiqing secretary clearly isn't an ordinary person. It's so frustrating. Ich kann mich ein bisschen größer machen. So. Besser. Huh? You're... Sie haben uns entdeckt. Aren't you Ningguang's servants? How come you're here? We are Miss Ningguang's private secretaries, not servants. Have you seen Miss Ganyu, Traveler? It has been several days since Ganyu left for Joyun Karst. She's the general secretary of the Liyue Qiqing. We've only taken over her responsibilities until she gets back.
Was ist denn passiert? Warum ist sie denn in Yun Cast aufgebrochen? Even though the Keqing have made peace with the Adepti after the latter had denounced Liyue, they still want to pay their respects to the Illuminated Ones. Oh, ist doch süß, Laura. They commissioned Ganyu as their envoy to deliver a letter to Julian Karst and bring the Adepti the latest news about the crisis. Still, Ganyu should have been back to her usual responsibilities by now, but she's disappeared without a trace. Is that so? Maybe Ganyu just took a little detour. Who can blame her after working so hard? I'm afraid it's not very likely. Ever since we met Ms. Ganyu, she's been nothing but the most conscientious person in all of Liyue. Even when it's time for her annual leave, Ms. Ganyu stays on duty at Yuehai Pavilion saying there is still so much to do. She couldn't possibly be using her mission as an excuse to slack off. Warum nicht? Oh, Paimon sees how it is. But she's half Adeptus. She wouldn't get in trouble, right? Why do you look so upset? It's because of this absurd workload of hers. When we first heard the three of us would be taking over for Miss Ganyu, we thought it would simply be a matter of changing our work environment. We couldn't have imagined that Miss Ganyu's daily workload far exceeds what the three of us are used to doing. Die Adepten sind wirklich zu bewundern. Solltet ihr euch dann nicht wieder um die Arbeit kümmern? We don't even know how long we've been working. We feel guilty for taking even a short breather like we are now. Looks like you got a serious emergency on your hands. Was ist das, Mika? Speaking of Julian Karst, Traveler, I've heard that you can go in and out of there as you please. Mir geht's ganz gut. Und selbst? Of course, we've been there lots of times. Das, Elena? That's good news. Could you go to Julian Karst and find Miss Ganyu for us? Preferably before we collapse under this workload. Ihr seid zu dritt. Sie ist alleine. Anscheinend können nur wir das wirklich übernehmen. Na gut, es geht immerhin um euer Leben und Tod. Und ich hoffe, er sagt's wirklich so ironisch. We're saved. I remember Miss Ganyu said that she'd be visiting Cloud Retainer's abode. You might as well start looking for her there. Danke für die 5 Rosen, Elena. It's about time she came back to work. Otherwise... No, perhaps we should go to Lady Ningguang first and bring up our overtime pay again. Oh, Backe. Wie gesagt, mir geht's ganz gut. To visit Cloud Retainer. Doesn't she live in Mel Outso? We should hurry up. Paimon hopes we can find her there. Und selbst. So, wie sieht's aus? Wir müssen wohin? Teleportieren. Moment. Was ist hier los? So. Ja, meine Nase juckt. Gitte. Oh, nehme ich mit. Falls ich mal Ganyu bekomme. Mir ist langweilig. So, Kiko. Verrückt, dass wir genau wissen, dass wir dahin müssen. Nicht da oder da, sondern genau dahin. Als hätten wir einen 7. Sinn. Na gut, wir haben einen 7. Sinn, wenn es um Ganyu geht. Hust, hust. The person standing over there. That's Ganyu. We finally found her. Hallo, Ganyu. Sie schaut immer so traurig aus. Coco Goat. Ganyu, here you are. You two. I did not expect to meet you here. Is it official or private affairs that bring you here? Sosian. I shouldn't. I have left the human world. Please contact the Yuehai Pavilion regarding matters concerning the commercial port. Du hast die Welt der Menschen verlassen? Du hast dich verändert. Huh? You don't want to be the Keqing secretary anymore? But they're all waiting for you to come back.
That's why you're here? You want me to come back? I'm afraid you came here in vain. Für dich kommt man doch niemals umsonst. What? Das Did klingt something falsch. happen? The clouds fold and unfold. The Das für tide sie. ebbs and flows. It was meant to be. When the Adepti entrusted humans with overseeing Liyue, I knew it was only a matter of time until I had to leave. Hallöchen, Elena. Ich bin intelligent wie eh und je. Kann man alles soweit hören? Kann man mich hören? Kann man das Spiel hören? Oder ist irgendwo der Sound noch kaputt? Ja? Nein? Vielleicht? Ja, kann man. Okay, Twitch ist schon mal safe, das heißt YouTube ist safe, das heißt die YouTube-Aufnahme ist wenigstens sicher. Man hört alles. Perfekt, danke. My Adepti blood makes me unwelcome in Liyue Harbor. I delivered the letter and came back to Liyue Harbor, only to discover that I had been replaced by Baiwen, Bai Xiao, and Bai Shi. Oh. Perhaps that mission of mine was just a pretext to remove me. Since the Qiqi gave me a chance to leave with dignity, I decided to be tactful as well. Ich fürchte, du hast da einiges missverstanden, ne? Niemand will dich loswerden. Oder vielleicht doch, und jetzt haben sie kapiert, dass sie dich nicht ersetzen können. Das passiert auch sehr oft, aber ich glaube, das sollten wir ihr nicht sagen. I appreciate your kindness, but there's no need for your words of comfort. After 1,000 years away, I came back to Jueyun Karst. Looking at the clouds floating among the mountains brings me peace of mind. I feel better now. But Was ist Marie? Who disturbs the peace of these mountains? Oh, Cloud Retainer. Cloud Retainer, we're terribly sorry. We just... One merely jests. One felt your presence the moment you set foot upon this land. Mir geht's ganz gut. Und selbst? Wow, you Adepti really are impressive. Come here to chat about the old times with Ganyu. It looks like you get along quite well. Über die guten alten Zeiten sprechen? Ja, an sich, wir stehen uns ganz gut. Hat die ganz, ganz süße. Ah, a matter leaves you at an impasse then. Not to worry. One is exceptional at seeking avenues for conversation. One has been one's own companion in idle talk for many a year. Hi, Sophie. Ah, yes. Since you are Ganyu's friends, tales from her youth shall one apprise you of, perhaps? Hello. Danke für den Follow, Delfina. Oh, Cloud Retainer. Nothing to be ashamed of. You were so cute as a child. One is most certain that your friends would like to hear of it. Ich bin tatsächlich ein wenig neugierig, aber ich glaube, das wird ihr peinlich. Aber ich bin neugierig. Peinlich, neugierig, toll. Na gut, wir sollten... Ganyu ist schon traurig genug. Nein, das ist kein gutes Thema. Oh, Paimon wants to hear it. Psst! Schnauze! Little Ganyu loved when the horns on the top of her head were caressed. Willkommen zurück. When one was still taking care of her, one was pestered most often to touch her horns. She was elsewise loath to sleep. Wow. Plump she was back then. Why, when she stumbled while we ascended the mountain, she would roll down to the bottom like a little ball. Kann ich mir gar nicht vorstellen, aber ja, sie hat ein paar runde Elemente. The day Ganyu bumped into a pilgrim was the first time she saw a real human in the flesh. So fearful she was that she hid in a rock's cleft for 2 days and nights. One found her wailing of a monster she had seen. Oh. Schnauze, Paimon! Cloud Retainer? Oh, seht ihr das? Warte, ich muss den TikTok-Chat mal weg bewegen. Sie. Oh, der Blush. Seht ihr das? So süß. So süß. Ah, so süß. Forget it. It's about time for my training. I will take my leave. Oh, so süß.
Ich glaube, Ganyu ist sauer. Das war wohl ein Fettnäpfchen. Ah, one's intention was merely to relieve the awkward tension. Das habt ihr geschafft und mit einer anderen ersetzt. You did the exact opposite. Impressive. Das mag Gesichtsausdruck. Be that so? Huh. But returning to Ganyu, most gladdened one is of your arrival. One cannot help but feel that remaining in Jueyun Karst shall not be good for her. One will tell you more about her, if you should permit it. Gerne. Most benevolent among all Adepti are the Qilin. They drink only spring water and eat only whole grain. But perhaps the mountainous dwellings of Adepti in Jueyun Karst might be too lonely for her human side. Under moonlight did one see her last. She stood by the precipice's edge, and upon the mist-veiled mountains she gazed. Her thin figure was immersed in the vast sea of clouds. One noticed her loneliness, and sought to convince her to go back to the human world. But just then, she said thus. Liyue Harbor feels even lonelier than Jueyun Karst. When I look at the sea of clouds in Jueyun Karst, I merely feel the loneliness of a solitary cloud gazer. When I step into the sea of people in Liyue, I feel the loneliness of an inhuman that doesn't belong in the human world. One did, by chance, hear this much of Ganyu's thoughts. Schnief. Alone, she will find her predicament hard to conquer. One hopes that you will accompany her. Gerne. Oh, Retainer's right. We can't leave Ganyu depressed like that. Besides, Liyue hasn't given up on her. She's got it all wrong. Anyways, what's that training Ganyu was talking about? She has sought to reclaim her Adeptus side since returning to Jueyun Karst. At her behest, one has organized training for her to achieve that end. She should be in the southern part of Mount Aotsong right now, preparing for the trial. Huh, is that so? Let's go take a look then. Kann man noch mit ihr sprechen? This trial will test her spirit. Even so, one hopes that it shall trouble her little. Na dann. Auf zu Ganyu. Ich bräuchte mal was kurz, bevor wir weitermachen, weil ich sehe etwas, was ich noch mit einsacken werde. Dafür brauche ich Fischl. In the name of the princess. Ja, ist ja gut, Fischl. Du bist ja halb tot. Wie ist denn das passiert? Egal. Hübsche Tour. Destiny has brought me hither. Das eine Problem, warum ich immer gerne einen Claymore-Nutzer bei mir im Team habe. Ärzte. PC. Ich spiele auf PC. So here you are, Ganyu. Why did you come here? Weil du süß bist. Und weil du traurig aussiehst. Wir wollen dir Gesellschaft leisten. Ich möchte diese Adeptentraining auch ausprobieren. Wir nehmen das doch. Humans should not remain in the realm of Adepti for too long. Ganyu, du solltest wissen, dass ich kein normaler Mensch bin. Ich bin ein Drache. Considering the kindness you have shown me, I can let you stay for the Adeptus training. Zu nett. Yay! This trial was prepared by Cloud Retainer. Its goal is to help me feel like an Adeptus again.
The training is much to her signature style. I hope it won't make it seem like she is too unaware of the abilities of others. Is it difficult? No, I'm aware of your strength, Traveler. The power hidden within you is not inferior to mine. If you're ready, we shall begin the training. Na dann. Ganyu! Ich darf Ganyu spielen! Ich darf als Ganyu spielen. Da nach unten. Komm. Mache ich eigentlich eine Eisattacke, wenn ich runtergehe? Oh, 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 oh nein, du blödes Spiel! Ist das dein Ernst? Spiel, ist das dein Ernst? Aber. Ich fühle mich gemobbt. Das ist Mobbing. Herausforderung abbrechen. Dam. So here you are, Ganyu. Ja, wir waren schon so. Why did you come here? Ja, ich glaube, das hatten wir schon. Wir wollen die Gesellschaft leisten. This trial was prepared. The training is much to her sig. Is it? No, I'm aware of your Weh, strength, jemand Traveler. klippt das. Weh, The jemand power klippt hidden das. within you. If you're ready. Das ist Banshee. Das ist Lexus. Born of ice and frost. There's a lot of gliding around. It does feel like something Cloud Retainer would come up with. Next on the agenda. Nein. Okay, ich glaube, wir gehen dahin. So. Geht doch. Wow, Ganyu's a really awesome shooter. If you could see through the eyes of an Adeptus, you wouldn't be so surprised. Next on the agenda. Ja, definitiv. Für Ganyu würde ich sogar sparen. We're way behind schedule. Jetzt bleib stehen. Ja, ich habe ja Ganyu bereits auf meinem Main-Account. Ja. Next on the agenda. Easy going. We've completed the task. What do you think? Vielleicht hätte ich da auch das Zeug zu einem Adepten. I agree. You possess many qualities similar to those of Adepti, despite having none of their blood.
Ganyu, what were you planning to do once your training was over? The training's not over yet. The part prepared by Cloud Retainer is only the first trial. Huh? So there are more trials prepared by other Adepti? Vom Fürsten der fließenden Wasser und aufgetürmten Berge, vom Fürsten des untergehenden Mondes und der aufgehenden Sonne? No. The only Adeptus who can unlock my true potential is Xiao. Who is it? Xiao. Conqueror of Demons. Dämonenbändiger. Huh. So it's Xiao. That cold-hearted loner? How come he's prepared a trial for you? Das für eine Überraschung. Wie interessant. I found him unapproachable at first, too. But I believe that being able to face him is an important part of my homecoming. He's already waiting for me. Come along if you're interested. Aber sowas von. Of course we are. Let's go. Oh, Diluc ist beigetreten. Ich finde es faszinierend, wie viele Genshin-Namen quasi hier sind. Vielleicht kannst du ihn ja mal Panzerfaust ausleihen. Oh, da ist eine Kiste. Eine goldene Kiste. Ah. Hallo Xiao. Lange nicht gesehen. Vielleicht sollte ich ihn für ihn ja ziehen, solange er hier steht. You're half an hour late. I see you still haven't abandoned the wrongful ways of humankind. Oh. I'm sorry. I had a meeting with Cloud Retainer. I don't need your explanations and don't require any mutual understanding between us. I'm just helping you with your training. That's all. Uff. Xiao is such a strict teacher. You're neither an Adeptus nor a human, always treading the line between the two worlds. It must create a lot of confusion. Instead of explaining yourself to me, you should face your true self. I have nothing to hide. Die sieht so traurig aus. Anscheinend versteht Xiao Ganyu ziemlich gut. Vielleicht ist er doch ein guter Lehrer. The body and the mind are one. If something worries your mind, your body can help you find a solution. The trial I've prepared for you will explore the true potential of your body. Yes. I'm ready. Und weiter geht's. Wir dürfen weiter Ganyu probieren. Yay! Access denied. Oh, welche... Stimmt, Moment, bevor wir weitermachen. Ammospor-Augen, okay. Auf Stufe 90. Wie könnte es anders sein? Alle Artefakte auf... und Noble Oblige. Altes Hofritual. Sternbild auf C3. Und Talente 8811. Teuer. So, Schnitzel. Attribut, was hat sie denn hier so Schönes? HP sind nicht übel, aber ist ja egal. Angriff ist... Oha. Nicht schlecht. Karte könnte ein bisschen höher sein, genauso wie kritischer Schaden. Aber sonst ganz nett, muss ich sagen. Ganz nett. Ganz nett. Gefällt mir. Gibt eigentlich noch was zu sehen. Wir haben... Ja, eigentlich haben wir alles gesehen. Süß. Moment, irgendwas leuchtet hier noch gerade seltsam auf. Moment, das muss ich ausmachen. So, ist besser. Weiter geht's. Was ist los, Alina? The trial's begun! I can feel it in the air. Even the weather's changed!
Ihr geht mir auf die Nerven. Bye, bye. Ach, da. No touching. Der ist nicht gut. Didn't see that coming. Jetzt haut ab. Die Nervensägen. Ah, nimmt es denn gar kein Ende? Nein! Blaze over. Horn of ice and frost. No touching. Wo sind die hin? Nehmt das. Explodiert einfach. Geht doch. Clear skies can do nothing to Das hide war the die Pizza. brilliance of lightning. Divine bolts can strike even in the absence of rain. Was kann man mit Reis Do you essen? see that tree? Wait, you understand? So, demonstration is not required. Good. Demonstration is always required. Gerade bei dir. I've completed your trial. You don't have to report back to me. Seeking other people's validation won't benefit your training. Only you can evaluate the result of this trial. You'll progress faster that way. Yep, kann ich gleich machen. Understood. Xiao always has such strong opinions. Er könnte sie aber ein wenig netter formulieren. Ich bewundere diesen einsamen Wolf. From tomorrow on, I'll start raising the difficulty of your training, so you'll have to... Ja? I have to do what? Another one of those pesky visitors. I'll leave him to you, Ganyu. It's also a part of your training. Pesky visitor? So even here there are those that Xiao can't deal with? Oh heavens! Blessed be Rex Lapis! I've finally come upon the Adepti. Are all of you the Adepti of this mountain? Nö. Great! My name's Sin Chung. I came to ask for your merciful blessings, O Adepti. I beg of you, please grant me luck, wealth, and a good career. Oh, so it's a pilgrim. Was für ein Materialist. Ich verstehe schon, warum Xiao diese Art von Menschen nicht mag. He can handle any battle, but talking to strange humans is a different story, huh? Natürlich, bösen Monstern kann er aufs Maul geben. Den Menschen, dann werden Leute sauer. I am also one of the Adepti. You can say that I'm an Adeptus in training. Perfect. I didn't come in vain then. Although you sound a bit half-hearted. Doesn't matter. What blessings can you grant me? Wow, straight to the point, huh? Dear Pilgrim, you shouldn't jump to conclusions. Adepti don't help every pilgrim for free. For free? Do you mean that you charge people for the blessings of the Adepti? That's not what I meant. What I'm trying to say is that everything should be earned through hard work and earnest living. It would be unfair to other people if you got everything you wanted for no reason. Hold on. I've heard this all before. You're just like my old man, always nagging me. Naja, Ganyu ist ja auch ein paar tausend Jahre alt. Your father must have experienced it firsthand. The lives of the common folk are riddled with hardships, but are also full of joy. Ich weiß nicht, was du meinst. A person of your age should focus on work and family, instead of chasing after fairy tales. Are you a real Adeptus?
Why do you speak and behave like us city folk? You sure you're not one of those swindlers who pose as an Adeptus to cheat people out of their money? Also Kritik verträgt er nicht gut. Zeig ein wenig Respekt. Ugh, how dare you reprove me? I bet you came here looking for the Adepti yourself. Ey, du Vogel, ich bin der Typ, der Liyue gerettet hat. Und Mondstadt. Und Inazuma. Und Sumeru. Und vermutlich auch Fontaine, wenn es so weitergeht. Und Sinae. Und wie heißt das Ding aus Feuer? He might sorta have a point. We did come here looking for Ganyu after all. Enough. Doesn't matter if you're a real Adeptus or not. You're useless. I'm leaving. Bye bye. Nobody's stopping you. Ganyu, don't let that guy ruin your mood. It's not his behavior. The things he said, he was right. I thought that coming back to Jueyun Karst and devoting myself to training would make me feel like an Adeptus again. Ja, ist ja ihr Legendenauftrag. Ich habe sie ja nicht. Nicht auf diesem Account. But being questioned by him made me realize that Naja, kehre mit uns zum Hafen von Liyue zurück. Am besten bleibst du deiner menschlichen Seite treu. But I'm unwelcome in Liyue Harbor. As an Adeptus, Boah, Ganyu, Schnauze. Wir haben dir doch gesagt, dass du das Ganze falsch verstanden hast. Kannst du einen Menschen wie mir ausnahmsweise mal glauben? Oder ich pack dich an den Hörnern und zieh dich einfach mit. Ich glaube, das ist das Einfachste. It's true. Just believe us. Man muss ja einen Stier immer bei den Hörnern packen. Ja? All right. I'll go with you to Liyue Harbor. That said, I still trust my initial judgment. Schade, ich hätte sie jetzt gerne an den Hörnern gepackt. If I'm proven right, I'll return to Jueyun Karst once again. Darf ich dich dann bei den Hörnern packen? It's a step in the right direction. Let's go. Was kann man denn da falsch denken? Ich weiß nicht, was los ist. Man muss immer den Stier bei den Hörnern packen, oder in dem Fall die Ziege. Warte, war Ganyu eine Ziege? Nee, warte. Gibt es Informationen, was Ganyu ist? Ganyu. Details. Sekretärin, ja, ein Quillin einer göttlichen Bestie fließt. Eines Quillins. Was ist ein Quillins? Quillins. Das kleine chinesische Fabeltier. Es wird auch chinesisches Einhorn bezeichnet, neben dem Drachen Long, dem Phönix Fuang Hang und der Schildkröte Gui zählt Quillin zu den 4 Wundertieren. Okay, sie ist ein Einhorn, also ein Zweihorn in dem Sinne. Interessant. Hättet ihr gewusst, dass Ganyu ein Zweihorn ist? Also ein Einhorn ist sie ja nicht. Wenn du sie an den Hörnern nehmen... Nee, das ist ja unhöflich. Das tut ja weh. Das ist... Nee, böse sie. Nee, Ganyu ist keine Ziege. Wir haben es gerade gehört. Sie ist ein Einhorn. Also ein Zweihorn. Nur weil unsere liebe Qiqi sie Coco-Goat nennt, heißt das nicht, dass sie auch eine ist. Oh, steht sie dann einsam da? Nur ganz sanft, aha. C, man soll nur das bei anderen tun, was man auch gerne hätte. Also wirst du gerne an den Haaren gezogen? Was? Ich hab sie nicht mehr. Mist.
Fetter ist lecker. Ich habe gerade eben erst Fetter gehabt. Excuse me? Was heißt hier unter gewissen Umständen? Laura, was willst du uns damit sagen? Los, sprich weiter, ich bin ganz Ohr. Alexis, du warst doch relativ jung, oder? Ja, wenn sie es zulässt. Sie gehört mir ja nicht. Ja. Und du warst ja weiblich. Viele Frauen mögen es später im höheren Alter, 18 aufwärts, in gewissen Situationen an den Haaren gezogen zu werden. Ich werde nicht genauer bei dieser Aussage. Du bist noch zu jung, um das zu verstehen. Alles gut, das kommt noch. Ich komme sowas von in die Hölle. Ich komme sowas von in die Hölle. Na, vorher Salz und Pfeffer drauf. Verstört. Ich weiß nicht, was ihr habt. Ah, schön. Ja, muss erst kügen, wegen dem FSK. Was ist erst ab 14 bis 16 legal? Ich habe Angst. Wieso habe ich gefragt? I'm still... Aber natürlich darfst du mir joinen. Ich mache ja nichts Seltsames, wo man nur alleine machen kann. Das verstehst du? Warum sind hier alle verstört? Das verstehst du, wenn du älter bist. Ah, schön. Come on, Ganyu. We're almost Привет. there. You don't want to turn back now, do you? I suppose you have a point. It would be quite impolite of me to leave the two of you now. That's right. Where do you want to go first, then? I've spent too much time in the mountains. The first thing that comes to my mind is the sea. Let's go for a walk in the port. Ja, da. Happy to come with. Mhm. Ja, nee, ist klar. Und schon hast du das Beste verpasst. Nein, Marbus passt schon. Ah, schön. Oder soll ich doch einen draufsetzen? Soll ich doch einen draufsetzen, ne? Setz einen drauf. Sicher. Naja, Menschen, denen es gefällt, wenn man ihn an den Haaren zieht, wenn sie älter sind, mögen es auch, wenn man ihnen gewisse Stellen versohlt. Hust, hust. Bis jetzt hat man nur seltsame Sachen gehört, mit denen man nichts verbinden kann. Haare ziehen und Prügel. Ich glaube, ich habe es jetzt verstanden.
Ey, ich bin nicht für euer Kopf, wobei doch für euer Kopfkino bin ich gerade verantwortlich, aber nicht für das, was ihr da... Ich bin 138 Jahre alt, was meinst du denn? Weswegen? Weil du sagst, Mami, Papi, ich habe gerade im Stream gehört, dass älteren Frauen es gefällt, wenn ihnen an den Haaren gezogen wird und sie versohlt werden. Stimmt das? Ich würde Geld zahlen, um diese Unterhaltung mitzubekommen. Vor allem den Gesichtsausdruck der Mutter. Ich würde 1.000 Euro dafür zahlen, diesen Gesichtsausdruck der Mutter zu sehen. Warte, ich frag mal. Ah, schön. Mika, das macht mir Sorgen, dass du 13 bist und das verstehst. Das bereitet mir ein bisschen Sorgen. Wir kommen alle in die Hölle, da ist sowas von klar. Wo muss ich überhaupt hin? Ach, da hinten. Was? Nee, Spaß, hat das mir schon... Deine Mutter hat es dir mit 10 Jahren erzählt, dass Frauen gerne an den... in gewissen Situationen gerne an den Haaren gezogen werden und den Hintern versohlt bekommen? Okay. Du hast interessante Eltern. Ich weiß nur nicht, ob es gut oder schlecht ist. Bin wirklich leicht überfragt. Hat sie dir noch mehr erzählt? The sound of the waves in this familiar port. Oder zum gewisses spezielles, erwachsenes Spielzeug näher gebracht. Und ja, Erwachsene haben spezielles Spielzeug. Und ich rede jetzt nicht von einem Mustang, also Ford Mustang. Oder von Autos. Hust, hust. Hilfe. The smell of the sea breeze makes me nostalgic. Zu viel, zu viel, zu viel. Nee, der Stream ist unter 18. Ich habe die FSK 18 Sperre auf Twitch und YouTube weggemacht. Ganyu, you didn't leave Liyue for that long. Why do you look so moved? Well, I used to be so busy. I haven't taken a stroll around here in a long time. Mika, das werde ich nicht wiederholen. Ich glaube, dann habe ich ein Problem. Moment mal, was machst du mit deiner Zahnbürste, Mika? Was machst du mit deiner Zahnbürste? Die Zahnbürste ist da, um die Zähne zu bürsten. Deswegen heißt die Zahnbürste Zahnbürste. Was machst du mit deiner Zahnbürste? Nicht nur du. Schön. That's true. Ganyu seemed to be working overtime. Das Paulina, ich glaube, geh noch, flieh noch, solange du noch kannst. Hier geht alles drunter und drüber. Well, when I think about my time here, I've spent most of it behind a desk filing documents. Geh erst nicht, den Hintern zu versohlen. Nee. Marbus, nein, das ist verpönt, das dürfen wir nicht. It put me in a certain mood. Similar to the one I felt during my training in Jueyun Karst, in fact. Leonie, danke für den Gold Award. Is that? It is! It's Lady Ganyu. I wouldn't have thought I'd meet you here. You were always so terribly busy. Was meinst du mit manche haben extra 2 Zahnbürsten? Excuse me?
Hat die denn auch einen speziellen Aufsatz, um den Plack zu entfernen, diese Zahnbürste? Den tief liegenden Plack? Ich bin verwirrt. Jetzt habt ihr es geschafft. Ich glaube, jetzt habt ihr es geschafft, mich zu verstören. Füforn, was soll das heißen, Füforn? Schnitzel, böse, nein, aufhören. Was soll heißen für vorne und hinten? Ich glaube, das eskaliert hier gerade. Ihr habt's geschafft, ich bin jetzt verstört. Haarbürste ist doch besser, okay, da kommen die Leute mit Erfahrung. Ist geschlechtsneutral. Ah, ist klar. Manche haben auch sehr gerne Badewannen. Wisst ihr warum? Weil da so ein schöner, konzentrierter Wasserstrahl aus dem Haupthahn einfach nur so runterpraschelt. Ich sag jetzt nicht, dass einfach nur ein Wasserhahn, der in der Badewanne ist und einfach nur stark runterfließt. Der Duschkopf ist ganz toll. Backfisch, denk nicht drüber nach. Stell keine Fragen. Stell keine Fragen. Es ist schlimmer, als du denkst. Es ist schlimmer, als du denkst. Es fing an mit vibrierenden Zahnbürsten. Ich hab meinen Spaß. Aber ich hoffe, wir halten es so vage und relativ, dass nur die Versauten wissen, über was wir reden. Und alle anderen, über was reden die gerade? Vermutlich sind wir aber alle versaut. Schön. Okay, alle, die wissen, über was wir sprechen, ein Plus. Alle, die nicht wissen, über was wir sprechen, ein Minus in den Chat. Alle, die wissen, über was wir reden, ein Plus. Alle, die nicht wissen, über was wir reden, Minus. Plus, 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 Minus. Oh nein, da ist Minus, da ist Minus, da ist Minus. Wir kommen sowas in die Hölle. Wir kommen in die Hölle. Wir kommen in die Hölle, da ist Minus, da ist Minus, das noch. Nicht drüber nachdenken, Gamer-Girl, alles wird gut. Hier kommt's. Ach, da ist ein zweites Minus, oh Gott, oh Gott. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Genau, wir reden nur über Körperhygiene. Wir reden nur über Körperhygiene. VIP Card für Hölle. 100%ig confirmed. Oh. Warte, meine Schwester hat die Zahnbürste unserer Mom gefunden und findet sie voll cool. Ist das eine richtige Zahnbürste oder das, woran ich gerade denke? Ist es ein Massagestab für den Rücken? Hust, hust. Nein, Backfisch, die Antwort ist ganz klar nein. Wir reden nur über Zahnbürsten, über Doppelzahnbürsten für verschiedene Nutzungszwecke, über nee, weiter kann ich nicht ausformulieren, sonst werde ich gesperrt. Wenn ich ins Detail gehe, werde ich definitiv auf allen Plattformen gesperrt. Wir reden nur über Körperhygiene.
Elektrischer Kaugnochen für den Hund. Wollen wir dann mit der Quest weitermachen? Hilfe, ihr habt mich kaputt gemacht. Bye, bye. Okay. Gedanken sehr toll. Okay, ich glaube, wir sollten das Thema jetzt ich glaube, das reicht. Wir machen mit der Quest weiter. Warte mal, habe ich angefangen? Habe ich angefangen? Ich muss mal hochscrollen. Habe ich angefangen? Wann kam das mit der Zahnbürste, mit der elektrischen? Nicht nur Erwachsene. Nee, ich bin nicht, ich habe nicht angefangen. Mika hat angefangen. Ich bin unschuldig. Mit dem Haare ziehen. Ach so, da war ja was. Nee, da war ich auch nicht schuld. Ich wollte Ganyu nur an den Hörnern ziehen. Sie hat dann mit den Haaren ziehen angefangen. Sie ist schuld. Sie hat damit angefangen. Sie, Franz. Nee, ich bin unschuldig. Excuse me? Alina, excuse me? Excuse me? Genau, Ganyu ist schuld. Ganyu ist schuld, weil sie so horny ist. Okay, der war flach. Selbst für meine, für mein Verhältnis war er passend. Ich habe nicht gesagt, warum über 18 gerne an den Haaren gezogen werden. Nur, dass die es manchmal gerne haben. Da ist ein Unterschied. Das ist ein Unterschied. Foxy SCP für einen Dank für die 2 GGs. Und für die Wishing Bottle. Wann pulst du Alhaitham? Ich dachte, wir sind gerade dabei, Ganyu an den Haaren zu pullen. Wieso? Ich will Alhaitham nicht an den Haaren pullen. Wie kommst du denn jetzt darauf? Warum sollte ich Alhaitham an den Haaren pullen? Also, hallo? Habe ich was verpasst? Was heißt hier das andere kommen? Hä? Ach, schön. Schön, dass du Alhaitham an den Haaren pulst. Das ist doch schön. Ich habe Tränen in den Augen. Der hat man so dick gesagt. Meinst du? John, danke fürs Fireworks. Ja, der Stream ist gerade so ein bisschen. Meine Hallo Klassenlehrerin. Madame Klassenlehrerin, wollen Sie mal bitte erklären, wir hatten so ein paar Minderjährige, die nicht ganz verstanden haben, warum erwachsene Frauen gerne manchmal an den Haaren gezogen werden. Können Sie das bitte erläutern? Sie als Lehrerin haben doch bestimmt, vor allem als erwachsene Frau und als Lehrerin, haben doch sicherlich die nötige Kompetenz, das einer Schülerin zu erklären. Ich komm sowas von in die Hölle. Nicht nur Frauen. Sorry. Auch Männer wollen manchmal an den Haaren gezogen werden. Wir wollen ja hier korrekt bleiben. Das Haus ist... Ich weiß nicht, was los ist. Ist doch ganz schön.
bisschen am Reinkommen aufsorgen. Dieses Wort werde ich hier in diesem Stream nicht aussprechen. Dann habe ich definitiv Probleme. Nur die stimmt, manche Männer sind ja auch rasiert. Hust, hust. Aua, aua, das tut gerade weh, das auch nur auszusprechen. Mein Freund soll krank sein, Tier. Ja, wir wollen. Ja gut, wir sollten vielleicht weiter mit der Quest machen. Okay, machen wir mit der Quest weiter. Ich glaube, wir haben genug Wie lange haben wir jetzt an diesem zweideutigen Thema gesessen? Das war schön. Ich meine natürlich oben die Haare. Ich weiß nicht, was du jetzt meinst. Gut. Gut. Also, weiter geht's, okay? Haben sich alle beruhigt? Können wir weitermachen? Ja? Nein? Vielleicht? Okay, zur Sicherheit. Wer fand dieses Gespräch gerade auch witzig und wer fand es nicht so witzig? Plus für diejenigen, die es witzig fanden, minus die es nicht so witzig fanden. Sind da Plusse? Jede Menge Plusse. Alexis, es tut mir leid. Fühl dich geknuddelt. Okay, dann unterlassen wir es für jetzt. Nee, böse Mahabus, wir hören jetzt auf damit. Gut. Gut. Okay, wir machen mit der Quest weiter. Aber sowas muss auch mal ein bisschen sein. Gut, weiter geht's. Nein, Backfisch, darauf werde ich jetzt nicht auf diese Steilvorlage werde ich jetzt nicht eingehen. Nein, wir machen jetzt hier kein Step Bro, I'm stuck. Böse Backfisch. Böse. Diese Vorlage werde ich ignorieren. Einmal tief durchatmen. Tief durchatmen. Gut. Zu lange, zu lange. Oder im Saarland. Vergiss nicht das Saarland. Alle vergessen immer das Saarland. Gut, wir machen jetzt weiter. Lady Ganyu? Why are you calling her that? Mir ist das direkt ein wenig unangenehm. Gute alte Ganyu. Please don't also start calling me that. Allow me to introduce Uncle Tien. He is... That's all right. Just tell them the truth. They have done so much for Leo after all, and I am the one who has yet to introduce myself. Uncle Tien is a member of the Liyue Qiqi, the Tianshu. What? This grandpa is a member of the Qiqi? The same rank as Ningguang? Hush now. I must ask for your discretion concerning my identity. Fishing in the port and strolling about are the greatest pleasures of my life. I have no wish to be followed around by those armed guards. In most people's eyes, I'm just a forgetful and wordy old man. Uncle Tien is too modest. He's been around for a long time. There's no one who can replace a person of such noble character. Wie heißt es so schön? Der Schein kann trügen. Ich versuche mich zu erinnern, ob ich ihm je die Quere gekommen bin. What an honor to receive such high praise from Lady Ganyu herself. I guess I must have done something right over the last, however many decades. Uncle Tien, please. A person of your standing should really stop calling me Lady Ganyu.
Schlimm ist es nicht, solange du ihn nicht damit bedrängst oder es aussprichst. Falls du es tust, Schande über dich. Falls er es annimmt, Schande über ihn. Schande über uns alle. My apologies. It's not intentional, just a habit from my younger days. Thank you for looking after me when I first ascended to my position in the Qiqi. Nee, in Deutschland ist es sogar illegal. Das heißt ja keine große Scheiße dabei kommt. Da ist irgendwas mit, wegen Aufpassen auf Schutzbefohlene. In Deutschland kann er richtig tief in die Scheiße dafür kommen. Oh, so you've been friends for many decades now, huh? Oh, I was just fulfilling my duties as the Qiqing's secretary. It's nothing worthy of your gratitude. Talking about secretaries, I don't know if I should bring it up. Ganyu, I believe you know my daughter, Keqing. She seems to be a bit troubled recently. Yes, she works at High Pavilion and she's my junior. How can I help her? I don't know myself, really. She's all grown up now and doesn't like to ask for my help. May I trouble you to meet her at High Pavilion? She just needs a bit of guidance. With pleasure. Solving the Qiqing's problems has always been in my job description. She's back in character, just like that, huh? Wie es von einem Mitglied der Keqing zu erwarten war, hilft er nun Ganyu. Ganyu hatte das wohl nicht einmal bemerkt. Let's move then to High Pavilion. Kann er noch was sagen? Don't think too much about it. My daughter really needs Ganyu's help, and there's nothing more to it. Na dann. Lass mal was kurz überprüfen. Nach dieser kleinen Intermezzo. Ah, schön. So ein Gespräch muss ja auch mal sein. Hust, hust. Das ist wie ein guter Pixar-Film. Da gibt es auch immer etwas Lustiges für die Kinder und ein bisschen für die Erwachsenen zum Schmunzeln. Falls ihr wisst, was ich meine. Jetzt hatten die Erwachsenen auch was zu schmunzeln. Ey, ich bin ein guter Pixar-Film. Passt auf, dass es nicht zu dirty wird. Dieser Stream ist für alle... Warte, für alle frei... Ist er für alle freigegeben? Ich glaube schon. Ne, durch solche Themen stellen wir sicher, dass ein großes Problem, was YouTube-Kanäle immer haben, ist, wenn ihr Content von zu jungen Zuschauern geschaut wird, weil da kann YouTube mal kommen, oh, du wirst von ganz vielen Jungen geschaut, dann stecken wir dich mal in die Kindersparte. Und dann wird's böse. Dann wird sich der YouTube-Kanal noch genauer angeschaut und kurze Zeit später ist er weg. Das wäre nicht so gut. This is a peaceful neighborhood. Das Kind sagt, aber du bist gemein, Mama Dina. Ganz ernsthaft. Gib es hier zurück. Ich bin an dem Ziel vorbeigerannt. Miss Ganyu, it's been too long. Servus. I don't know why, but seeing you brings me a sense of peace in these chaotic times.
Die wirkt irgendwie wie eine alte Oma. Indeed, it has been a while, Huixin. I'm flattered, but aren't you exaggerating a little? I heard that you've encountered some problems and came to see if I could be of some help. My father asked you to come, didn't he? Abusing his status as a member of the Keqing to trouble you. Don't worry. I'm always happy to help a junior colleague from Yuehai Pavilion. Ganyu's not only a competent secretary, but also a great mentor. So, what can you tell me about the problem? Ugh, where should I start? I discovered something strange while organizing tax records. Arbeitstest. Nein, hört auf. There are obvious irregularities in the tax declarations of two stores, Second Life and Wanyo Boutique. However, whether I question the shopkeepers or check their accounts, I can't seem to make any progress with my investigation. Without any evidence, my hands are tied. I see. It's not uncommon for merchants to be blinded by greed. Well, is there any solution you can advise? Das nun. Naturally. I've dealt with similar issues hundreds of times. Give me a moment to consider the best approach in this scenario. So sieht es aus, wenn man eine Arbeitserfahrung von 1000 Jahren zurückblicken kann. Alright. Let's approach it this way then. Your enemy knows you best. Huh? If I remember correctly, Second Life and Wanyo Boutique are old business rivals, competing for market share due to their similar wares. In that case... In that case... I know what you mean, Miss Ganyu. Ich nicht. Oder vielleicht doch ausspielen? Exactly. Let's start with Wanyo Boutique. The owner's name is... Bolai, isn't it? Yes, you're right. Follow me, please. Stimmt, was würde Maria dazu sagen? Das, Wavatoffi? Wavatoffi. Hilfe, nach dem ganzen Lachen brauche ich erstmal was zu trinken. Moment, ich brauche was zu trinken. Ich brauche was zu trinken. Und tap. Bin wieder da. Hi. Jetzt geht's besser. Perfekt. Und weiter geht's. Immer noch verstört? Ihr verstört mich doch eh. Aber ist lustig. Zumindest wird's so nicht langweilig. Okay, es wäre doch langweilig, wenn wir einfach nur das Spiel spielen würden, oder? Ich finde, das hat dem Ganzen eine gewisse Würze gegeben. Ach, wir sollten weiter runter. Sollte ich dann irgendwann mal in naher Zukunft einen speziellen FSK 18 Stream machen? Wobei, dann darf die Hälfte der Leute nicht rein. Ich kann ja bei Twitch, YouTube und TikTok das FSK 18 aktivieren. Dann können wir über ganz andere Themen reden. Hust. Dann kannst du auch deine Lehrerin mit einladen. Dann machen wir mal ganz besonderen Unterricht. Aha, we meet again, traveler.
And you must be from the Yuehai Pavilion? I suppose you're about to place a big order. I'd be honored to offer you my wares. That won't be necessary, Mr. Bolai. Wanyo Boutique's credit is not sufficient to accept orders directly from Yuehai Pavilion. Should we need to place such an order, we would certainly go to Second Life instead. What? Second Life? Ugh. That rascal Dongsheng. He's stealing all of my customers. Was meinst du mit all das? Das nennt man Lebenserfahrung. Ich bin 138 Jahre alt. Well, Second Life's credit has always been excellent, and based on their tax records, their business is thriving. Tax records? Thriving? Huh. Is there anything you'd like to share with us, Mr. Bolai? Don't let that rascal fool you. I know his dirty tricks best. If you don't believe me, show me his tax records. I'm sure I'll find something fishy in there. Ja, könnte man machen. You know Second Life's business so well? So, Sundrop. Of course. Ugh, their every transaction makes my blood boil. I'd rather lose money myself than see that rascal make some. Benehmen sich Konkurrenten immer so? Wie erbärmlich. Well then, please look over this tax record. We'll review Second Life's credit based on your observations. Oh, of course. I'll read very, very carefully. Line by line and word by word. Man braucht kein VR, um VR zu spielen. Ah, here, I found it. That exquisite wooden furniture set he bought from Fanmu Carpenters at the beginning of the year. Ugh, he even flaunted it in front of me. Look at the tax record. Not a word about that furniture. And he kept all the profit for himself. I see. He must have gotten rid of all the documents related to this transaction. No wonder there was no trace of it. I told you so. Just as I expected. Ugh, I can't wait to watch him squirm. Das Leber. But, Ms. Ganyu, despite all this, can't he just flat out deny ever making this transaction? He might have destroyed all the evidence, but I believe the supplier, Fanmu Carpenters, might still have some proof of it. Aha, you're right. Master Lu from Fanmu Carpenters must still have the invoice. He wouldn't be swayed by the likes of Dongsheng. I hope so. Let's go to Fanmu Carpenters. It should be near Qingce Village. Ganz gut, du hast gerade die Mega-Diskussion zu speziellen Themen verpasst. Hust, hust. Thank you for shining a light on this case, Mr. Bolai. Oh, please, please, that's nothing. I just hope you won't be lenient with him once you find the evidence. That's the best way to show your gratitude. I'm afraid I can't go to Qingce Village. Lea, danke für den Follow. It's all auf right, Twitch. Weishin. You can stay in Liyue Harbor and finish your work. That's so considerate of you. Still, I'm sorry to trouble you like that. So viel Spaß. Schön. Nee, heute kommt kein FNAF dran. Maximal Phasmophobia. Außerdem habe ich gar keinen FNAF. Also. Wer wäre an einem FSK 18 Stream, wo wir über spezielle Themen sprechen, interessiert? Plus für Ja, Minus für Nein. Wer hat an einem FSK 18 Stream Interesse? Plus für Ja, Minus für Nein. C, du bist weit weg davon, 18 zu sein. Über spezielle Themen des Erwachsenwerdens.
Also quasi ein, wenn man so will, ein bildungswertvoller Stream. Oder wie nennt man das nochmal? Bildungstechnisch? Das hat doch einen gewissen Namen. Wie heißt es nochmal? Ihr wisst, was ich meine. Ja, da müsste ich aber die grüne Rolle rausholen. Why not? Okay, bis auf ein Minus haben wir überwältigende Plusanzahl. Jetzt die zweite Frage. Wer von allen, die jetzt Plus geschrieben haben, sind bereits 18? Plus für die, die 18 sind, minus oder älter, minus die jünger sind als 18. Ja, klar, Sie. Ist klar. Sie, du älter als 18. Mhm. Wenigstens Twitch ist ehrlich. TikTok, ich bin enttäuscht von euch. Ich bin enttäuscht. Naja, der Vorteil ist halt, bei YouTube wird schwierig, weil da muss man sich anmelden und da musst du irgendwie Ausweisdokument hingeben, dass sie bestätigen, dass du 18 bist und sie die 18-jährige Streams anschauen kannst. Bei Twitch kannst du einfach, ja, ich bin 18 anklicken. Voller Jugendschutz. Bei TikTok weiß ich es gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Ah, welcome. How can an old carpenter like me help you? I'm usually happy to take new apprentices, but I'm afraid I can't take too many at once. Kingsa really is full of lonely old people. Mhm, ganz einsame alte Männer. Hey, I heard that, Flying One. Und vor allem, er ist Schreiner. Er hat also eine wunderschöne Sammlung von Latten. Gerade als Schreiner. Paimon's sorry. Master Lu, we've just come to see you and ask you some questions. Don't worry, I know. Why would the Keqing care about an old man like me? Well, whatever. You said that you want to ask me something. You're very direct, Master Lu. I will be plain. Mhm. We're looking for proof that Dongsheng from Second Life has been evading taxation. Weil das ein Schreiner ist. Er arbeitet mit Latten. Mit Holzlatten, keine Ahnung, an was du gedacht hast. Dongsheng bought some furniture from you at the beginning of the year. Do you still have the invoice or any other record of that transaction? Oh, it's about Second Life. It was a big order. How could I forget? Sure enough, Mr. Balai was right. Could we perhaps borrow that invoice? We won't have any evidence to bring against Dongsheng otherwise. Of course you can. Alina? Vorsicht. Du bist ein bisschen jung, um überhaupt an Holzarbeiten zu denken, liebes Fräulein. But I'm not so sprightly anymore. What's that supposed to mean? I only do my woodwork and display finished wares here at Fanmu Carpenter's. As for old documents and such, I keep them all in a warehouse west of here. But some troublemakers have recently moved there, invading my warehouse. I tried to drive them away, but they just wouldn't leave. Since you need that invoice anyway, it may be best to get it from the warehouse yourself. Max, and while you're at Rose. it, you can teach those louts a lesson. So that's what happened. I see. I'll leave you to it then. I need to get back to work. Ah, schön. Take back the warehouse, find
the invoice. Time for us to show our stuff in a fight. Wait, I think I saw one of those troublemakers. Ah, over there. Oh, Paimon sees them too. It's one of the Fatui. Hell's Naomi, danke für den Follow auf Twitch. Was machen die denn hier? Was hat er vor? They must be plotting something against Liyue Harbor. Maybe they're the scoundrels who invaded Master Lu's warehouse. Sollten wir ihn nicht zuerst ein Weilchen beobachten? Ever since Osial attacked the harbor, the Fatui's reputation in Liyue has reached rock bottom. We won't cause a serious diplomatic crisis by getting into some small scuffle with the Fatui within our borders. You need not worry. Besides, I can already feel their malicious intentions. Consider it my intuition as the secretary of the Keqing. Nicht zu entschlossen. Then what are we waiting for? Let's go teach him a lesson. Grüße. Ich frage mich gerade, ob wir dieses interessante Gespräch über Zahnbürsten, ob ich das nicht nehmen sollte, zusammenschneiden sollte und doch mal hochladen sollte. Wäre das interessant oder wäre das gefährlich für meinen Kanal? Frozen. Committed to memory. Illusion shattered. By royalty. Wieso? Wir reden doch nur über Zahnbürsten. There is no escape. Committed to memory. This made her. Genau, wir reden ja nur über Legendenauftrag. You scoundrels! Okay, bis nachher. Naja, wir reden ja eh nicht mehr darüber. Das ist ja der Witz daran. I think you've had enough. About Plan? What plan? Außerdem reden wir doch gar nicht darüber. Wir umschreiben es nur. We just taught you a lesson, but clearly you weren't paying attention. If you don't spill whatever you're scheming against Liyue, we'll be forced to use harsher methods. Ich glaube, wir waren hart genug. Schnell raus mit der Sprache. I'm telling the truth. There's no scheme. Ach, ich sehe seine Ohren. Wenn das... Wo sind seine Augen? If you're telling the truth, then why would you, a member of the Fatui, suddenly appear on the outskirts of Qingce village? Fine. If you really want to know, then, well, I was about to. About to... what? Pick berries over there. I must admit, I didn't expect you to come up with such a silly excuse. It's not an excuse. I rarely have a free morning, and I heard that there were fresh berries in this area. Think about it. I'm here alone, and Qingce Village is nothing more than a retirement spot for old people. What could I be scheming anyway? Judging by how he's looking at us, it does seem like he feels like he's the victim here. So you have nothing to do with the occupation of Fanmu Carpenter's warehouse? Fanmu Carpenter's warehouse? Where's that? I swear, I only came here to pick berries, that's all. So it wasn't the Fatui who took over Master Lu's warehouse after all. Vielleicht haben wir ihn fälschlich beschuldigt. Das war's also dann. I also feel that he's telling the truth. Whoopsie! I misjudged the situation and offended you. My apologies. Our exchange only represents my personal views. If you wish it so, you can file a complaint to the Ministry of Civil Affairs. Exchange? This woman, she's clearly aware that the Ministry of Civil Affairs wouldn't side with us Fatui. Yes, precisely. As an alternative, you may try to solve this problem with force once again. Paimon's in! Darn you. How can you wear that solemn face while bullying me like this? Bullying. Immer diese Mobber. What's your choice then?
Ganyu ist eine ganz böse Mobberin. Now get back to my berries. Gute Wahl. Die Vertue kriegen, was ihnen zusteht. What a bittersweet ending. I made a laughingstock out of myself. I might have spent too much time away from work. My intuition is not as accurate as it used to be. Na, Lara. Nee, wir machen jetzt kein Body-Shaming. No worries. It's always nice to teach the Fatui a lesson. Let's keep moving towards Master Lu's warehouse. Our goal... Oh. Ja. Trotzdem. Perfekt. Da siehst du es, Marbus hat es dir gerade gesagt. Er ist lobenswert, er will nur abnehmen, deswegen ist er Bär. So this is the warehouse. Seems like those troublemakers were nothing more than a few hair churls. Let's show them what we got. Shine down! Let's light it up! There is no escape! Adventure time! Ja? Hey! Ach da, ja. Illusion shattered! I see everything! I'm going in! Torn to oblivion! Let's light it up! Shine down! Committed to memory! Why do they never miss? Illusion shattered! All clear! Quick, let's look around for the invoice. Das stimmt, das stimmt. Geh mir nicht auf die Nerven, komisches Ding. Oh, it's revealed! No rest for... There is no escape! Shine down! Erstes Mal. Oh, ich glaube, wir haben gerade unseren einen Auftragsort gefunden. This one is an invoice from One Man Restaurant. Some dining tables and chairs. That's not it. This one is Wangsheng Funeral Parlors. Oh, so they make coffins too. Ah. This one is Second Lives. We finally found it. Let's bring this invoice back to Hoishin. Na krass, jetzt müssen wir demnächst mal einen FSK 18-Stream starten, wo wir über wichtige Sachen des Erwachsenenlebens sprechen werden. Hust, hust. Wer hatten denn keinen Bock darauf? Ah. Minerva wird sowas von Ja sagen. Da müssen wir nicht fragen, wir müssen sie einfach nur einladen. Das weißt du besser als ich.
Oder etwa nicht? Ich bin ganz Ohr. Steuererklärung. Stimmt ja, ich muss noch... Gut, dass du mich daran erinnerst. Ich muss noch ein Formular ausfüllen. Da war ja was. Ups. Ah, Ms. Ganyu, you're back. Roslyn. I hope it wasn't too much trouble rushing about like that. I promise to help you and I'll keep my word. Nothing to worry about. Look, it's the invoice for the transaction between Second Life and Fanmu Carpenters. We've brought it back. Oh, thank you so much. Now we can solve this problem. Agreed. How about we go to Second Life and have a nice chat with the owner? Steuererklärung machen oder andere Sache, wie man Zahnbürsten benutzt. Beides. Es ist schon klar, dass wir sowas von in die Hölle kommen werden. Ich habe das jetzt mal überlesen. Nein, darauf gehe ich nicht ein. Nein. Nein. Sedan, warst du schon mal in Sedan? Nein, war ich nicht. Warte mal, was? Sedan? Meinst du Sudan? Also wegen der Steuerakten. Isn't it Huixin from the Yuehai Pavilion? I told you that all of my transactions are included in the records. My tax declarations are scrupulous as well. I do hope that my business won't be affected by any groundless accusations. Groundless accusations? Mr. Dongsheng, you seem very sure of yourself. But I sincerely advise that you cease this behavior immediately. It is liable to affect the fine you'll need to pay in the end. Verstehe ich nicht. No. I'm an honest merchant. I would never get involved with any fraudulent sources of profit. Schämst du dich denn gar nicht? Plötzlich bist du nicht mehr so selbstsicher, oder? Haven't I made myself clear? Mr. Dongsheng, you've already been proven guilty of tax evasion. I just came here to see if you'd confess. What? Proven guilty? How come? That's impossible. Absolutely absurd. He's talking without rhyme or reason. Must be crumbling under Ganyu's pressure. Ah, na dann. Time for the finishing blow. Da finde ich das mit, die Version besser mit, wenn du das trinkst, dann verwandelst du dich in Ligma. In Ligma was? Und dann das Musik. Dieses eine Lied da. Falls ihr es kennt. Mr. Dongsheng, can you tell me what this is? It's an invoice from Fanmu Carpenters. I'm Master Lu. I didn't... Do you admit to tax evasion? This transaction was absent from the tax record. I didn't think you'd find out. I didn't leave a single trace. Mm-hmm. Indeed. We wouldn't have found out if it weren't for Mr. Boalai's aid. Balai? That imp from Wanyo Boutique? So he told on me behind my back. He's got his own share of dirty laundry. Oh? Mr. Dongsheng, I'd like to hear a little more about this dirty laundry. I don't think you'll need my guidance for what comes next. Yes, thank you, Ms. Ganyu. I can take it from here. That's good. I must say, you're truly impressive, Ms. Ganyu.
Your enemy knows you best. To think, you came up with this plan and executed it so masterfully. It's actually one of your father's, the Tianshu's, old tricks. I just took some inspiration from it. Oh, jetzt ist sie fröhlich. My father? Pitting your opponent against their enemies and watching them drag each other down from an advantageous position. That's how Uncle Tian managed to keep his position in the Keqing secure for so many years. I figured that as Uncle Tian's daughter, you'd naturally grasp your father's strategies. So, I decided to use one of your father's tricks and play it out for you to see. I can see it now. Clearly, I still have a lot to learn about my father. I'm really grateful, Ms. Ganyu. You're the kindest mentor I've ever had. Ganyu solved both Huixin's work and family problems. 2 birds with 1 stone. Oh, you've helped me so much. You must allow me to repay your kindness. That's not necessary. No need to be so serious. It was nothing, really. Then let me treat you to a meal. The Traveler and Paimon are invited as well. I appreciate your help. Yay! Paimon da freut sich jetzt wieder über was zu essen. Alright, come on, Ganyu. Just say yes. Let's eat. Paimon, benimm dich. Warten wir auf Ganyus Entscheidung. If it's just a meal, there's no reason for me to decline. It'll be my pleasure, Huixin. Actually, I've already booked Senor Kiosk. I need a moment to prepare everything first. Let's meet there in a while. All right. We dare not refuse such generosity. Warum dürfen wir eigentlich mit dem anderen nicht Gebet? Aufträge. Wir brauchen ja das Ganze, damit wir ihren hier machen können. Genau. Das ist hier der einzige Grund, warum wir es gerade machen. Und weil es Ganyu süß ist. Hier rein. Hi. Miss Ganyu, thank you for accepting my invitation. And as for the 2 of you, your presence is also much appreciated. Wieso hocken wir? Da ist doch ein Stuhl. Wieso hocken wir so weit von Ganyu weg? Sure. That's so kind of you, Huixin. You went to great lengths to organize this. Truth be told, apart from thanking you for all the help, there's something I'd like to tell you. Oh? If there's anything I can help you with, just tell me straight away. No need to hesitate. Oh, no, I don't really need help. Could you just listen for a bit? With pleasure. When I was a little girl, my father used to tell me many stories about you, Miss Ganyu. Even though I have the utmost respect for my father, I always admired how gentle and reliable you are. I've only decided to join the Yuhai Pavilion staff because I've always looked up to you. I didn't know that you think so highly of me. However, in reality, working at the Yuhai Pavilion turned out to be an arduous task. I can't compare myself to such an outstanding secretary like you. I often doubt myself as a result. I disagree. You're a great secretary in your own right. Thank you. Over the years, I became a mother, too. Huh? So Uncle Tian is a grandpa!
Influenced by my youthful ideals, she followed my footsteps and came to be a secretary at the Yuehai Pavilion too. At first, I was worried about her. It's not an easy job, after all. To tell the truth, I'm still unsure if she's capable enough. But after all that happened this time, I've made up my mind to support her choice. So, what made you change your mind? The fact that she'll have you, Ms. Ganyu, as her senior colleague. You'll help her, gentle as always, and tell her your mom used to do it. It'd be such a beautiful moment. If it's not too much to ask for, she might still need your guidance in 20+ years, too. Huixin. I never thought that I meant so much to you. Just like when you showed me my father's trick. Having you as their witness makes people feel at ease. Witness? It's true that I've witnessed thousands of years of Liyue Harbor's history. All the changes it's gone through, the stories of its people. But I've always regarded it as nothing more than the source of my loneliness. Habus, ein Frauenversteher durch und durch. Huixin, you don't know how important those words are to me. You've made me realize that I share another connection with the people of Liyue Harbor, apart from my contract with Rex Lapis. They rely on me, accept me, and long for me to bear witness to their stories. Oh, of course. You're irreplaceable to us. That's right. That's why I can't disappoint you. Hooray! Ganyu's finally cheered up! Even if I've really been supplanted, I wish to fight for my place. I won't let you down. I'm going to fulfill my contract and keep working as the Qiqi secretary. Ganyu, ich hab dir schon gesagt, du wirst nicht entlassen. Das ist alles ein Missverständnis. Wie oft denn noch? Regardless, I'll go back and see for myself. I'm afraid that it might have all become a mess during my absence. No time to waste. Let's get back to work. Good luck, Miss Ganyu. We're leaving already? Paimon's still hungry. Wie Mabus sich einfach mal sehr beliebt macht bei den Frauen. Hust, hust. Sehr, sehr beliebt. This is a peaceful neighborhood. Habus, schalt mal einen Gang runter. Pull 50 Euro, Werbe, was? Gönn, pull 50 Euro. Aber wenn ich pulle, gibst du mir 50 Euro. Habe ich das richtig verstanden? Baisha, are you okay? Did you fall asleep standing up? Ich weiß nichts über deine Figur. Also Hungerhaken, also Frauen, die unter Mager, Menschen, die unter Mager, also egal ob Frauen oder Männer, beides, egal welches Geschlecht, Menschen, die unter Magersucht leiden, ist nicht schön. Ein bisschen Fett ist ganz nett. Vor allem an den richtigen Stellen.
Also man soll kein Hungerhaken sein. Nee, ist Notreserve, wie oft denn noch. Look who's back. Außerdem ist es das Dümmste überhaupt, was man machen könnte, um mal eine Diät zu machen. Man sollte lieber sportlich sein und normal essen. You even have enough time for leisure? It seems you three are a suitable replacement for me after all. Not at all. We've been working for too long. If we didn't take a break... War das ein Jahr? We wouldn't have survived long enough to see you again, Miss Ganyu. Miss Ganyu, we've missed you. That's so kind of you all. Given We've been praying day and night for you to return and take over your duties again. To us, you're like an adeptus coming down to the human world to save all life. Forget all our envious complaints from before. Just free us from this strenuous work, please. All right, I see. Please divide the matters at hand into government affairs, business affairs, and civil affairs. Mark out the tasks that haven't been started, and those that are in progress. Hi, supportest du zufälligerweise? Wie supporten? Was meinst du mit supporten? I'll take care of the rest. Of course. We'll do it right away. Was meinst du mit supporten? Oh, finally. We're saved. Yes. There's one more thing. I'd like to earnestly thank you, Traveler. If it weren't for your companionship, I would still be embroiled in my inner conflict right now. Es war mir ein Vergnügen. Ich freue mich, dass du dich wieder gefunden hast. To think that I'd gained a human friend outside of work. It makes me happier than I could have imagined. I'd like to repay you when I'm done with the work at hand. What would you say if I accompanied you on one of your trips? Ich bin AR 52, glaube ich. Sure, but are you ever done with work, Ganyu? Let's cross that bridge when we come to it, shall we? Kriege ich jetzt Ganyu umsonst? Habe ich jetzt eine Ganyu im Team? Habe ich eine... Ich bin kurz vor 53. Und habe ich Ganyu? Habe ich Ganyu? Oh, keine Ganyu. Ich fühle mich gemobbt. Okay, Leifes Torture, danke, dass du dabei warst. Gute Nacht. Was? Du bist 20 Minuten zu früh. Ich fange doch erst um 20 Minuten an zu streamen, um 20 Uhr. Ich zocke dann was? Ich habe Zockervideos und würde mich freuen, wenn ich ein paar Leute bekomme, die halt... Ich zocke Phasma und Genshin. Du hast immer noch nicht geschrieben, was du willst. Max, danke für die Rose. Oder vielleicht hast du es geschrieben und es wurde nicht durchgespringt. Gut. So. Jeder steht ein bisschen weiter oben. Also, supportest du Leute? Ich fange an, Videos zu machen. Freue mich ein paar Leute, die halt was? Okay, was bedeutet supporten in dem Sinne? Supporten ist ein sehr weites Wort. Ein sehr, sehr weites Wort. Ein sehr weiter Bereich. Wir machen jetzt noch die Yelan-Mission.
Und danach, keine Ahnung, vielleicht Phasmophobia? Außerdem gibt es noch den Bereich, wo wir zusammenspielen. Meinst du? Also. Also, Julia, was meinst du mit Supporten? Während wir die nächste Mission machen. Aufträge. Legendenauftrag und es geht weiter. Jetzt können wir nämlich Yelans Auftrag machen. Hahaha. Und wir können den einsammeln. Traveler, Paimon, it's been a long time. Oh, wir sind bereits da. Lol. Oh, hey, Hoishin. Long time no see. Fancy meeting you here. How's work these days? Thanks to the help of people like you and colleagues like Ganyu, better all the time. But I've been feeling distracted at work lately. I just feel constantly agitated. Ist etwas passiert? It's a long story. But my father, he's thinking of stepping down from the Tianshu position due to health issues. Mhm. What's wrong with Uncle Tian? Nothing specifically. He's not unwell. He says he's just increasingly low on energy these days. He's always said, old age comes for us all in the end. Still, I just can't help but feel a little emotional watching it happen to him. Nee, ist nicht normal. Anyway, my father's currently on the second floor of Yangsheng Tea House. Why don't you come pay him a visit with me? Achso, du hast den Lolli unpassend berührt und sie hat den geklatscht. Dann ja. Dann ist es normal. He seems very fond of you too. I'm sure chatting with you will make him very happy. Sure, let's go. Chance im Schachmatt. Also ja und nein. Ansonsten die gute alte Werbung in eigener Sache. Ich streame parallel auf YouTube, Twitch und TikTok. Wo muss ich überhaupt hin? Hallo? V? V? Wo ist der Auftag? Irgendwie kommt nichts Neues von unserer Julia. Na dann. Genau, wie konnte ich das vergessen, Milena? Danke, dass du uns daran erinnerst. Auf Twitch und YouTube sogar in Full HD. Und Mr. Chrisley, danke für die Rose. Wo renne ich eigentlich hin? Ich bin gerade verwirrt. Soll ich hier hoch? Okay, interessant. Gibt es denn einen Weg hier hoch? Ah, es gibt eine... Okay. Nö, gibt keine bestimmte Uhrzeit. Aber also gestern haben wir den ganzen Tag Phasmo gespielt. Beziehungsweise die ganze Nacht. Oh? What a lovely surprise. Welcome. Hoishin, why don't you go downstairs and get the shopkeeper to make us a fresh pot of tea? I heard that you've been traveling all over the place recently.
I would very much like to hear your adventure stories. Wir machen uns mehr Sorgen um deine Gesundheit, Onkel Tian. Es geht dir wirklich gut? Hoishin told you, didn't she? Don't worry. I'm quite all right. It's just the years gradually catching up with me. As I grow older, I'm starting to find that with many things, though the mind is willing, the flesh is weak. Especially recently, I've noticed a rather drastic drop in my energy levels. Ich könnte jetzt ganz fies sein und ich glaube, ich habe den Post auf der Drachenhöhle noch gar nicht rausgegeben, dass ich live bin, oder? Stream-Ankündigung, Streamplan hier. Tatsache. Ich habe noch gar nicht gesagt, dass ich hier jetzt live bin. 3 Stunden zu spät. Egal. Bin jetzt live übrigens. Es geht los. Muhahaha. So, weiter geht's. I am still very much in good standing as the Tianshu today. Yeah. Nevertheless, I wish to pass on the position before my mental acuity begins to decline beyond redemption. Ja, ich stream heute ein kleines bisschen früher. How difficult is it to transfer the Tianshu position? Die Drachenhöhle ist mein Discord-Server. Oh, well, you see, the Tianshu is a rather unique position among the Liyue Qixing. Historically speaking, the Tianshu rarely appears in public. We stay behind the scenes, planning and giving advice. So a public selection process would not be suitable. Hi, Jack. We also want to keep any prospective Tianshu candidates free from influence by outside forces, so we tend to be as discreet as possible in their assessment and appointment. Hi Jack, bist du jetzt gerade erst in den Stream reingekommen wegen dem Ping in der Drachenhöhle? For these reasons, the incumbent Tianshu typically recommends their candidate of choice, and this is then approved by the other Qixing members. Seht ihr, der Ping in der Drachenhöhle ist wichtig. So in other words, you pick someone, and then Lady Keqing, Lady Ningguang, and the other Qixing appoint them? Correct. Unfortunately, due to my health, I won't be able to assess every candidate myself. Not to despair, however, because I found someone exceptionally capable to act on my behalf as assessment officer. In fact, I believe you recently became acquainted with her yourself. Oh? Who is it? I'm heartbroken. I thought it might take you a little longer than this to forget all about Oh me. la la. It's Yelan! Oh la la. Jackpot. Uncle Tian here asked me to assess 3 candidates for him. Fancy joining me? You'll be among the first to get to know the next Tianshu. Might be a good opportunity for you. What do you think? Beziehungsweise ich habe es relativ früh herausgefunden, dass ich mit dem Traveler das Element wechseln kann. War es nicht sogar eine Quest? Das ist eine gute Gelegenheit. Ich bin nicht wirklich daran interessiert. Paimon thinks so too. It can't be a bad thing to be on good terms with a new Qixing, right? All right then. Sie ist der Beweis, dass Fett an den richtigen Positionen sehr gut aussehen kann. Hust, hust. Though, I Das have to Galaxy say, Lord. Uncle Tian, you say you're into behind-the-scenes planning? My work's of the covert variety too. Don't you think I might make a good Tianshu? Huh? Yelan, you want to be the next Tianshu? I'm not opposed to the idea, but I suspect Ningguang wouldn't let you go very easily after how long you've been working together. Panzerfaust, das wirst du ja verstehen, wenn du älter bist. So, how about this?
If your investigation reveals that none of the other candidates are qualified for the position, I'll recommend you for the job. Deal. Well, you guys take your time. Everything's all set for the assessments to go ahead. Dann viel Spaß, Jack. Meet me on the first floor when you're ready. Until then, have a pleasant conversation. Oh, and no need to pay for your tea. As the new owner of this fine establishment, this runs on the house. You're all set? Uncle Tian seems really worn down. It's like all his energy's gone. Yeah, it may sound harsh, but Uncle Tian is past his prime. He's not cut out for this anymore. So he's recommended 3 candidates. Their names are Qinwei, Mingguo, and Zhi. Yep, vor 3,5 Monaten habe ich es neu gestartet und es ist wunderschön. Qinwei is a wealthy entrepreneur. Mingguo works at the Liyue Ministry of Civil Affairs, and Zhi is focused on study and travel. Try to keep all that in mind. Of course, it doesn't really matter if you forget, since we'll be assessing them at Yuehai Pavilion in a short while. Geh nur nicht in die Gefahr rein, Geld dafür auszugeben, ansonsten wird das ein ewiges Loch. Extreme Fire, danke für den Follow auf Twitch. Qianwei, Mingguo, Zhi. Paimon should be able to remember their names, but what does the assessment involve exactly? Ich für meinen Teil spiele das Spiel quasi free-to-play. Let's leave that until we get to Yuehai Pavilion. All right. Heads in the game, people. The stakes don't get much higher than a change in the Qiqi. We can't afford to miss anything, no matter how small. Got it. We'll keep our eyes wide open. Das Reihe war böse, was? Aha, da sind wir wieder bei dem Thema. Das ist relativ harmlos. Aber das sind wir genau wieder beim Thema, das wir vor der Stunde hatten. Darf man sich frei fühlen, joinen in der Gruppe? Fühle mich unsicher. Wo willst du joinen? Genau, Milena. Gerade du hast dich unter Kontrolle. Gerade du. Ja, Discord-Gruppe? Du meinst Server. Der Discord-Server steht für alle offen. Ihr dürft darauf. Ihr sollt sogar drauf. Ist halt meine erste Adresse, wo ich halt Werbung für den Stream mache. Ihr findet da auch halt Leute, mit denen ihr zusammenspielen könnt. Das ist ja gefährlich, falls ich auf irgendeiner Plattform gebannt werde oder gesperrt. Ich werde des Öfteren mal auf TikTok gesperrt. Schon 4-mal in letzter Zeit. Und jedes Mal, wenn ich Bogun Raidens Q mache, denke ich auch wieder, okay, jetzt wird der Stream wieder gesperrt. My legs are getting sore. What is wrong with this assessment officer? This is a huge occasion and I don't even get a chair. I've dealt with all kinds of people in my time, but never have I been made to stand while I'm waiting for an appointment. Oh, I mean, I think it's fine. That's called being complacent. If you're happy to just accept the way things are, you'll never be able to change anything in the future. Oh, come on. That's just... Now you're just being unreasonable. All right, you two. Let's not get into a big argument over this. It's not worth it. Qianwei, that was a bit uncalled for. And Mingguo, cut him some slack. We've all been standing around for a while. It's natural to be getting irritable. Moment mal, was? Moment mal. Danke für die 2 Gold Awards. Oh. Ich bin gerade verwirrt. Wie viel ist so ein Gold Award wert? Ich bin gerade verwirrt.
Hier kann nichts sein. Wo kommen auf einmal diese 1000 Diamanten her? Woher kommen gerade die 1000 Diamanten her? Bin verwirrt. Eine Münze. Ja gut, danke für die Gold Rewards. Trotzdem bin ich gerade irritiert, warum ich 1000 Diamanten habe. Na gut, weiter geht's. Look, how about this? There's no rule saying we're obliged to stand up while we wait, so why don't we borrow some chairs from the guild nearby? Fine. They're not the best quality chairs, to be sure. But under the circumstances, it would be better than nothing. It looks like all 3 candidates have arrived. Die 3, über die wir gesprochen haben, sind also... We'll meet them formally soon. Before that, let me run you through the assessment process. I've split it into 2 stages: current affairs and planning, and face-to-face interview. In the first stage, candidates are required to submit a manifesto for Liyue's development. In the second stage, we will ask them some questions in person. Writing a manifesto takes time, so I informed them of this requirement in advance. These are the reports they submitted. Oh ja, Yelan ist hot. Ich sehe gerade, sie hat einen Würfel um den Hals. Wow, one of them is really thick. It's also worth mentioning a stipulation I gave them. Whoever is appointed as the new Tianshu will be expected to implement their plan as put forward in their manifesto. Failing the occurrence of some cataclysmic event, they will not be permitted to change their plan. Therefore, these 3 piles of documents in front of us represent where each candidate stands on key policy issues. Nee, ich finde sie hotter. There's still some time. Have a skim through, get a first impression of what each person's proposing. I'll be waiting off to the side. Just let me know when you're done. Also auf einer Hotness-Skala würde ich sie zuerst pullen, aber ich bräuchte mal einen anständigen Feuer-Damage-Dealer. Das ist halt das Problem. Das heißt, eigentlich sollte ich Xiao und Alhaitham besser überspringen und lieber sparen. Dann könnte ich sie und Wu Tao vielleicht sogar bekommen. Umfasst verschiedene Aspekte darunter und hier Angelegenheiten. Zylins Plan umfasst verschiedene Aspekte, darunter innerstädtliche Angelegenheiten, auswärtige Angelegenheiten und Korruptionsbekämpfung. Sein Plan ist sehr detailliert. Er befasst sich offensichtlich mit dem Kernpunkt der Problemlösung, wobei kurz gefasst und klare Lösungsvorschläge für verschiedene Probleme macht. Da sein Plan wirklich sehr viele Seiten hat, kann man ihn nur einfach überfliegen. Qinwei hat in seinem Plan viel über geschäftliche Sachen geschrieben. Viele Ansichten sind umfassend und tiefgründig. Regeln und Interessen sind untrennbar miteinander verbunden. Das scheint Qinweis Standpunkt zu sein. Und Mingbo. Mingos Plan umfasst alle Aspekte der inneren Angelegenheiten und des Lebensunterhalts der Menschen. Wohlstand ist immer mit Gemeinsinn verbunden. Er scheint Mingbos Philosophie zu sein. Finished, huh? What did you think? Everyone took it very seriously. Of course they did. They have the chance to be picked as the new Tianshu, so you can bet they're putting their best foot forward. And keep in mind, whoever gets in has to execute their plan as written. Nobody wants to have any regrets. Und was ist mit deiner Meinung, Yelan? That's for me to know and you to find out. We can talk more after the interviews. We'll see the candidates now. Let's do one at a time. Start with Chenwei. Excuse me? Yes, ma'am. Oh,
So you two are the assessment officers, are you? I had assumed that given the great import of this situation, Lady Ningguang would perhaps be assessing us in person. I certainly hadn't imagined I'd be seeing two entirely unfamiliar faces. I trust you've read through my manifesto? I'd be more than happy to clarify any details you found difficult to grasp. It was written with an expert audience in mind, after all. Wie bescheiden. Mind your tone, mister. Relax. It wasn't intended as a personal slight against anyone in particular. I was simply stating a fact. Die Art, wie du redest, ist wirklich... Hast du das von der Fürstin der stehenden Wolken und... Cloud Retainer? You know this Adeptus? Oh, yes, I remember now. You must be the traveler that people are constantly talking about. With your sterling reputation, you must have a respectable level of erudition. Perhaps you will be able to understand the concepts I have put forward. Although I shouldn't get my hopes up. Aha. Perfekt. Oh, is it my turn? Yes. Please, introduce yourself. I'm, Mingbo. I work in the Ministry of Civil Affairs. I've worked there for, 9 years, 5 months, and 3 days. In that time, I've handled, 2,347 cases. I have 12 active cases at the moment. They should be concluded in, 16 days? My current work is related to urban planning, and I'm also responsible for, auditing the accounts. To be more precise, there are 3 parts to the accounts, namely... Is it just Paimon, or is he not very good at public speaking? You know what? Let's leave the self-introduction there and move on to some questions. Oh, okay. Sorry. Hello? Not gonna lie, I'm feeling a little nervous. Sweet. What would you like to know? You're here to assess me, so ask away and I'll answer your questions to the best of my ability. Alina, nicht nur ein Fußfetisch, ein Zehenfetisch. Your manifesto is very wide in its scope, but you don't seem to be personally involved in many of the specific fields. How can you be sure that you have the ability to put your plan into action? Eine unerbittliche Frage. Very fair question. I completely understand where you're coming from. But I'm confident in my plan. I've visited many different places, talked to lots of people with far more expertise than myself, and my manifesto is the conclusion of these efforts. Of course, 2 different problems can be interconnected in very complicated ways, and you might reach 2 very contradictory conclusions depending on which one you're focusing on. What I've tried to do is strike a balance. In other words, present an optimal solution to all the problems as a whole. How do you plan to determine whether you are right or wrong about your proposed solution being the optimal one? A great question. Well, I'd start by having my colleagues and the secretaries of the Yuehai Pavilion evaluate any proposals before implementation. But if it turned out that my judgment was to blame for poor results, I would take responsibility. Okay, Alina, danke, dass du dabei warst. Gute Nacht. Nice answer. All right, next question. He seems like a great guy. Everything he said was thoughtful and logical, and he was just a pleasure to listen to. Stimmt nicht so richtig. Here's my take on what we just learned. As you saw, Qianwei is highly knowledgeable. He proposes many excellent ideas in his manifesto which effectively target the big issues. But he is very proud and incredibly stubborn. He doesn't care much about other people's feelings. Mingbo's plan is more thorough and more measured. You can tell he's meticulous in his work, very detail-oriented. But he and Qianwei are otherwise polar opposites. Mingbo is not very articulate and comes across as very timid in conversation. Perfect summary! Paimon couldn't agree more! Last but not least, Yi. His manifesto is full of pertinent details, his methodology is sound, and his proposals cover a broad range of fields, which is quite a rare feat.
The depth he goes into in each and every area means it can only be a product of painstaking work. Plus, he is modest and good at dealing with people. But what really interests me is that many of his views happen to coincide with Uncle Tien's. Having someone like Zhi take the position would certainly put Uncle Tien's mind at rest. Great! We'll see. Let's go. Na dann. Das Levi. Jojo the Snowman, danke für den Follow auf Twitch. So, jetzt muss ich aufpassen, ansonsten wird das ein sehr kurzer Flug. Hallo Max. Und wir sind da. Hi. I see. Then it's more or less as I anticipated. All right. Then let me ask this. The ideas in Zhi-Yi's manifesto are very similar to your own. Is there any particular reason behind this? Oh, I didn't want to say anything when I gave you the list of candidates, for fear of affecting your judgment. But I can tell you now. Those 3 candidates have all studied under me in the past. It's only natural that they share some similarities with me. But Qianwei went on to focus on his business, and Ming Bo has always been occupied with his work at the Ministry of Civil Affairs. Of all of them, Zhi was with me for the longest duration. Whoa! So how did you get to know them all, Uncle Tien? Qianwei was referred to me by an old friend. Ming Bo came to my attention in the course of my work, and as for Zhi, that was pure happenstance. We first met while fishing, and gradually as we got to know each other, we started discussing all sorts of topics. Zhi came from a poor family, and his parents died when he was very young. But he was a gifted student and a fast learner. Das war fantastisch. He reminded me of a younger version of myself. So I started out giving him a few words of advice when we were out fishing and noticed how quickly he got on. Es fühlt sich eher wie Freunde an oder sogar eher wie Familie. Quite. And now, all of a sudden, he's grown into a mature young man. It's a joy to see, but it also gets one thinking. Genshin ist voll mit Story und ziemlich geil geschrieben. The young are growing up, and I am growing old. How time flies. No one can escape the cycle of life. I don't know, Uncle Tien. You still seem in pretty good shape to me. You might have another few years of work left in you, don't you think? Oh, you. There's really no need to console me. Having less energy than I used to isn't such a bad thing. It just means I finally have a good reason to retire and spend my days doing what old men like me should be doing. Going fishing whenever I feel like it. Ach was, so alt bist du nicht. Und dieser Bart ist nur angeklebt. Ich sehe es doch ganz genau. Hier ist so ein... Sounds like you sure love fishing, Uncle Tien. Ooh, there's nothing quite like fishing to pass the time. Ooh, and freshly caught fish, they make the most beautiful fish soup with barely any preparation required. Fresh fish soup. Sounds tasty. Könntet ihr aufhören, über das Essen zu reden? Ich krieg Hunger. Doesn't it? Also, some time ago, Zhi purchased a very special recipe from an old fisherman. When we've been fishing recently,
Jury always brings some extra ingredients he prepared in advance. Oh, the addition of these makes the soup taste even more wonderful. That flavor makes for a fond memory. But at my age, who knows how many more chances I have left to taste it again. Stimmt noch sehr viele Male. Oh, can Paimon come next time too? Paimon really wants to try it. Let's get back to the matter at hand. Uncle Tian, we've reported back. Do you have a verdict? Mm-hmm. I appointed you as the assessment officer, and I trust your judgment. Had you not asked me why Juri's ideas were so similar to mine, I was not going to mention my history with any of them. This decision must be guided by what is fair and right. Please disregard all other considerations and make your final decision only after a thorough review of each candidate's talents and capabilities. Wir schmeißen sie einfach alle in eine Arena mit Telurchen und schauen, wer sie besiegen kann. Und den nehmen wir dann. Remember, you must be thorough. Ich sag doch, eine Arena. Understood. Come on, let's go talk somewhere else. Bye-bye, Uncle Tian. Look after yourself. So, it's gonna be Jiri, right? His manifesto was written well, and he's the best speaker. Easy. Let's not rush. There's no time limit for this assessment. Huh? So, are you gonna give them more tests or something? No, nothing like that. The assessment itself is complete. But let me give you a word of advice. Things are not always as they appear. The biggest no-no in intelligence work is to only get information from the person of interest themselves. The truth is almost always hidden beneath many layers of deception. You have to get information through many different channels. For example, Wenyuan, Shanghua. Yes? Lady Yelan, what are your orders? Ugh! Who are they? Where did they come from? Ich wusste es. Das war die Retourkutsche. Did they scare you? These two are Wenyuan and Shanghua. They work for me. As my trusted assistants, they are always standing guard nearby. They also perform various assignments as required. Sie hat 2 männliche, attraktive Gehilfen, die alles tun, was sie ihnen sagt. Shanghua is a business expert who gets his information by trading. Wenyuan relies on word of mouth. And there's also Upei, who's not here right now. Davy, danke für das Fingerharz. That meathead must have been out there on sea surveillance for some time now. Is he all right? I seem to remember that he can't swim. Nothing can take that guy down. Certainly not a little wind and waves. Shanghua, visit all the commerce guilds and look into Qianwei's background. Wenyuan, go to the Ministry of Civil Affairs and look through Mingbo's work files. Willkommen zurück. Yes, ma'am. So what about Jiri? Jiri, well, obviously as the most promising candidate, we will be investigating him ourselves. Let's go to the docks first. Lots of people passing through there. You can find out all kinds of things. If we're looking for information, why don't we try talking to Bulai, the owner of Wanyu Boutique? He does business at the North Wharf. Maybe he has some news for us. That's actually not a bad idea. Let's go and ask him. Wenn du ein Sixpack haben willst, geh einfach in den Shop und kauf dir eins. Aber denk dran, warum ein Sixpack, wenn du ein Fass haben kannst? Und Stufe 53. So, nach dem ganzen Gerede über Essen bin ich jetzt hungrig geworden. Und ich muss Wasser wegbringen. In einer Minute bin ich wieder da. Also bis gleich. Bis gleich.
Bin gleich zurück. Einmal durch hier noch aus. Bis gleich. What should I try this time? What they say is true. You have to see the world for yourself to appreciate how beautiful it is. What should I try this time? Try your luck betting on Jade? Try your luck betting on Jade? What should I try this time? Try your luck betting on Jade? Try your luck betting on Jade? Try your luck betting on Jade? What should I try this time?
Something on your mind again? Let's work through it together. 2 heads are better than 1. What should I try this time? Try your luck betting on Jade? Wieder da. Habt ihr mich vermisst? So. Habe ich was verpasst? Ihr seid zu süß. Gut, machen wir weiter. Was willst du denn nicht mehr? Wieso klingt es aus deinem Mund gerade so ironisch? Look, your asking price for this batch is just too high. I can't buy in at this price. How am I supposed to turn a profit? Come on, hear me out. I'm telling you, this is the single best batch of Sunsetias ever. You won't find anyone who disputes that. I accidentally dropped one into a well, and even the water turned sweet. Even so... All right. I'll let you in on a little secret. The boss of Second Life also wants to buy from me, but I haven't responded yet. If you won't take him, I'll just have to partner with them instead. And neither of us wants that. Okay, well, when you put it that way, I'll accept your asking price. I'll take all your stock. Don't sell a single one to Second Life. Oh, Backe. Okay, Mika, danke, dass du dabei warst. Mal. Normalerweise gehe ich um diese Uhrzeit on. Können die meisten von euch nur früher? Bin verwirrt. Oh, what are you doing here? And to be clear, these Sunsetias are mine. I got to them first. Don't get any ideas. Die wollen wir doch gar nicht. Ich habe viel von denen in meiner Tasche. Actually, we want to ask you about a guy called Juri. Have you heard of him before? Juri? Yes, he's quite well known. I've heard a story about him. They say he was born into poverty. His parents died when he was young, and he was treated cruelly by the local community. One of his neighbors was terribly rude to him all the time, but Juri never retaliated. And when his neighbor went bankrupt, he even helped support the family. Oha. He returned cruelty with kindness, injustice with peace offerings. A gentleman of talent and character, and... oh, how did I not notice him sooner? In fact, maybe I'm not too late. If I could hire him to be the brand ambassador for Wanyo Boutique. Oh, he sounds like a decent man. We can finally breathe a sigh of relief. Nee, niemand ist so nett. Niemand ist so nett. Why are you asking about him anyway? You aren't
Looking for a brand ambassador too, are you? Well then, in that case, the higher bidder takes the... Ah, that's Juri right over there. Why don't we go and talk to him? Großväterchen, ich glaube, du kannst nicht annähernd genug bieten, dass unser Angebot ausschlägt. Where? It's him, all right. Looks like he's chatting with Linlong. Come on, let's follow them and listen in. Oha, ist sie heiß. Zu heiß. Try not to let him see you. We want this information to be as truthful as possible. I'll just go and fetch an employment contract. And hey, don't try and cut me out of this. Hey! Dann macht ihr was falsch. Dann macht ihr was I falsch. understand. Let's walk and talk. Bin ich da? What are you waiting for? We won't hear anything at this rate. Ja! Boah, ist so schlimm. Try not to let him see you. Ja, ist ja gut. I understand. Let's walk and talk. Kein bisschen auffällig. Hallöchen, Ivanovich. Witsch. So, you were looking to buy a wineware set? Oh, now I can see that you're a connoisseur, so I won't bother trying to con you. I trust you understand our shop quite well? The truth is, an old friend of mine, who likes to have a drink now and then, he fancies himself as a man of culture, but doesn't care for needless extravagance. So I thought I might buy him a set of high-quality fakes. How very thoughtful of you. Leave it to me, then. Come and collect it at Shigu Antiques whenever is convenient. Er hat einen Röntgenblick. Thank you very much, Miss Linlong. It's my pleasure, Mr. Juri. These days, it's quite rare for someone of your standing to still keep up with their old friends. It's nice to see. I'll be sure to pick out a good set for you. You can count on me. Kein bisschen auffällig. Kein bisschen auffällig. Juri seems to get along really well with everyone. Das Thema mit der Zahnbürste ist schon seit mindestens 1,5 Stunden vorbei. Wieso willst du es wieder aufflammen lassen? Was machst du denn so mit deiner Zahnbürste? Schön. Are you satisfied now, Yelan? Seems like everyone thinks Juri's a great guy. We shouldn't jump to conclusions just yet. Let's go check out the wharf where he usually goes fishing. Do we have to? Wait, you're not just trying to dig up some dirt on Juri because you want to be Tianshu yourself, are you? Maybe I am. Maybe I'm not. But hey, if I do become Tianshu, I'll look out for you guys. You'll be able to try all the finest food for free. How does that sound? We will? Well, come on! Off to the South Wharf we go! Mhm. Gute Antwort. Gute Antwort. Das sind die Quests für Hilfe. Nein, das will ich gerade nicht machen. Weg hier, lasst. Böse. Ja, nein. Hilfe. Wieso werden mir diese Quests jetzt angezeigt? Sehr furchtbar. Zahnbürsten sind eine tolle Erfindung. Ich weiß nicht, was ihr habt. Aufträge. So.
Ist die Quest so schlimm? Schnief. Wo ist denn Genshin hin? Da. Was? Wie? Wo? Wer? Was? Warum? Muss ich jetzt Angst haben? Nein. Interessant. Raiden will sofort die Latte besteigen. Gut zu wissen. So hätte ich sie gar nicht eingeschätzt. Ich muss die Wu rausziehen. Mhm. The wharf is as busy as ever. I hear the anglers here sometimes sell their fish to the nearby fishmongers. Let's see what Uncle Soon has to say. Naja, auf TikTok hat jemand gefragt, ob das Zahnbürstenthema vorbei ist oder immer noch geht. Welcome. What would you like to buy today? Wir möchten dich nach jemandem fragen. Ich möchte einige Informationen haben. Sorry to interrupt. We're actually members of the Liyue Anglers Association, and we just wanted to ask a few questions about someone. We've heard about this young man called Qiqi, who's supposed to be a fantastic fisherman. Just wondering if you happen to have heard of him? Oh, du putzt dir also die Zähne. Mhm. Hast du denn auch eine Zahnbürste mit Vibration? Whoa! Yelan made up a whole fake identity without batting an eyelid. Ja, sehr clever von dir, Paimon, dass du es quasi vor seiner Nase Ah, yes, Qiqi. He's been making quite a name for himself recently. I've got some friends who travel all over the place, and they tell me everywhere they go they meet someone who's heard of him. Apparently, he had a rather tough time growing up. Had to work several jobs alongside his studies to make ends meet. How does that saying go? What doesn't kill you makes you stronger. Well, if there's anything to that logic, he's sure to be phenomenally successful one day. Yeah, we think so too. But I'm afraid your Anglers Association might be in for a disappointment. Oh? Why's that? He's good at a lot of things, but fishing isn't one of them. He fishes at the wharf and sells what he catches to me on occasion. His catches are always mediocre. Not terrible, but equally nothing to write home about. If you're looking to recruit some new members, though, I do know a few top anglers I could put you in touch with. That sounds fantastic. I've got a couple of other things to attend to right now, though, so why don't I come back some other time and we can chat over a drink? Sure thing. See you. Everywhere they go, they meet someone who's heard of him. Come on, let's keep asking around. Machen wir's. Ich glaube, das wird gerade ein bisschen zu extrem. Here to buy some fish? It's 300 for one or 3 for 1,000. You better hurry. When they're gone, they're gone. Hello, we're from the Society for Fish Price Research. We'd just like to ask a few questions. Wow, she switched identity again. Society for Fish Price Research? I haven't done anything illegal. Stay out of my business. Please, don't worry. We're just here to conduct a simple survey. We've heard about a certain Qiqi who's been selling fresh fish at low prices in this area recently. Do you know anything about this? So this isn't about me. You should have said something, you know. I know the guy. I can tell you what I know. I haven't heard anything about him selling fresh fish at low prices, but it wouldn't surprise me if it was him. Oh? Why is that? Because he's so poor. His parents died when he was very young, and his alcoholic father still owed a huge amount of debt. No one wanted anything to do with him. He was still a kid when he first came to the wharf. His clothes were ragged, and he had a bandage wrapped around his head. And he managed to survive, thanks to Uncle Tien,
who gave him some food, but still to this day, he doesn't have a lot of mora to his name. I mean, he can afford to eat and everything, but you'll often see him haggling with others over just a few mora, so I wouldn't be surprised to find out he's been selling a few fish. It's not like he catches much anyway, so it's not going to affect my business. Don't tell him I said that. You'd rather he didn't know? Well, I spoke to him once, briefly, and I just had a feeling that he really cares what other people think of him. I think he has pretty low self-esteem, but hey, it's hardly my place to say anything. What he's achieved already puts most people to shame. Levi, danke für das Bringerhart. And nobody's perfect. I just wouldn't want to upset him, that's all. I see. Well, thank you for sharing that with us. Not a problem. And just for the record, there's absolutely nothing wrong with the price of my fish. The more times you say it, the less convincing it becomes. Doesn't have a lot of mora to his name. Okay, let's keep going. Und schon wieder geht sie die Latte hoch. So langsam kriege ich so ein Gefühl. Hätte ich gar nicht von dir erwartet. Der sieht so verführerisch aus. Hey, it's you guys! Wait, what's the phrase? Oh yeah, honored to meet you. What brings you to me? The truth is, we are but newcomers to this territory. We heard tell of a great martial artist, Master Dugu, who knows everything there is to know. Hence, we sought you out to ask for your guidance. Really? People said I know everything there is to know? But of course. We also heard that Master Dugu is a kind and virtuous swordsman who never turns away anyone who comes with questions. Great! So what do you wish to know? Nothing happens on this street that I don't know about. Now she's lying to a kid. Da Dugu schon auch sehr glücklich ist, betrachte ich es als eine gut gemeinte Lüge. So, Master Dugu, have you heard of one by the name of Jur-E? Sure have. You mean that guy that all the grown-ups are talking about these days? I've heard many tales of Juri. For example, I can't remember. Aww. Probably because it's nothing that important. I prefer stories about sword-fighting heroes. Ist es Ventis Stimme? Oh, I can completely understand that. Then let me ask you this. Do you remember roughly when the grown-ups started talking about Jur-E? Oh yeah, I know that. It was about 2 or 3 months ago. Before that, people always used to talk about Juri in a kind of nasty tone of voice. But 2 or 3 months ago, suddenly everyone started to like him. Sometimes he gives me candies, so I'm glad that people are starting to like him now. Just as I thought. Huh? What do you mean? I mean, just as I thought, Master Dugu is indeed as kind and virtuous as the legends claim. I'm not that great. Oh yeah, one other thing. These days, there's a lot of people I've never seen before talking about Juri stories in the street. They seem like nice people. Oh, definitely. Great! So next time I see them, I'll say hi. And I guess I can share some of my candies with them too. Certainly. You can also tell my friend in Yenshang Tea House about what they're up to. I'm sure my friend would also like to say hi to them. Thank you, ma'am. You're welcome. Well then, fare thee well, Master Dugu. Until we meet again. Oh. Sie kann gut mit Kindern. Any of that sound strange to you? Ja, ich bin verwirrt. Strange? What was strange about it? Juri seems to have a great reputation. Uncle Soon and Uncle Gal spoke highly of him, and Dugu Shuo seems to like him too. True.
But the issue is, where did his sudden celebrity come from? It almost seems too good to be true. Sudden? Too good to be true? What do you mean? So he returns cruelty with kindness and had to work to support his studies. These are the kinds of things that make someone well known in their hometown. But Uncle soon said even his friends who travel far and wide hear about him wherever they go. That's a little over the top, if you ask me. Do you remember what Dugu Shuo said about Jur-E's stories? Clearly they left him with a good impression of the guy. But beyond that, he wasn't interested in the details. Yep, That's the reaction I would expect from any normal person. Ist der Legendenauftrag, den brauche ich ja für den Lantern Ride. Plus, there's the fact that all this praise of Jur-E has only been happening within the last 2 or 3 months. His childhood, his studies, the thing with his neighbor. None of these are recent events. So why are these stories only going around now? When you put it like that, it is kinda strange. Of course, if that's all there was to it, I wouldn't look into it any further. Levi, danke für das Hello Traveler. Jur-E was born into a poor family. Paying people to get his stories out there is within the rules of the game as far as I'm concerned. The problem is, do you remember what Uncle Gao said about him? He's stayed poor his whole life. Everything he's earned he's either spent on studying, traveling, or paying off debts. I don't think he has the mora to pay for a publicity campaign. Jemand muss ihm geholfen haben. Vielleicht hat mit jemandem zusammengearbeitet? Right. And that changes everything. It can mean a powerful faction is trying to gain influence over the Liu at Keqing. That's the worst-case scenario. But all too often, the most pessimistic speculation turns out to be closest to the truth. Someone's trying to gain influence over the Keqing? That sounds serious. What should we do? Even if we asked Jur-E about it, surely there's no way he'd admit it. First, we need to find out who's supporting him. Don't worry, I've got a plan. Remember the current affairs and planning stage of the assessment? Since the successful candidate is duty-bound to implement their plan after taking office, their manifesto tells us their stance on key issues. Whoever is secretly helping Jur-E must be seeking to benefit from his actions after his appointment. So, we should be able to find some hints in Jur-E's manifesto on who we're dealing with. Come on, Die Fatui. Let's get back to Yenshang Tea House. Nee, das war zu viel. Wir können nicht immer die Fatui zum den Bösen machen. Das wäre zu viel. Am Ende sind es doch die Fatui. Sagen die als den Charakter? Der hockt doch 100 Pro wieder dort bei seiner Teestube und schlürft seinen Tee. Servus Sophie. Hier hockt er doch immer wieder. Kein Songli? Verrückt. Hier. Jur-E's manifesto covers a huge range of topics. Looking for details that don't add up will be like trying to find a needle in a haystack. I'll divide the reports into 2 piles. You take one, I'll take the other. When we're finished, we'll put our heads together. Officially, the assessment is already over, and I'll be expected to announce the results before long. So we have to get to the bottom of this as quickly as we can. Yikes! We better hurry! Whatever else Uncle Tian might think of Jur-E, the fact remains that he's one of his favorite students. Any evidence he's left is not going to be immediately obvious. We'll have to look carefully and think critically. Sehr seltsam. Na dann. Even though Yelan took half, this is still a lot to get through. Well, we gotta start somewhere. Siehe Kapitel Meere. Ach, Hilfe, ich muss lesen. Das Meer ist in den letzten Jahren aufgrund einer Reihe von Faktoren stürmischer geworden.
Es werden spezielle Patrouillen vorgeschlagen, um die verschiedenen Seeungeheuer zu bekämpfen. Die Flottenaufstellung ist eine knappe Darstellung der verschiedenen Aspekte der Seeverteidigung. Siehe Kapitel Felsen. Es gibt viele Volkssagen, etwa dass Rex Lapis seinen Reichtum in den Bergen von Liyue verloren hat. Aufgrund von Hindernissen, die den Abbau an der großen Kluft behindern, wurden jedoch viele Projekte abgesagt. Die Arbeiten der Schwarzsteinschmiede warten schon seit langem in der Nähe der Goldstube. Sobald es einen geeigneten Auftrag gibt, sollten sie ihn zuerst bekommen. Ein kurzer Bericht über das verschiedene Themen, die Zusammenhang mit dem Bergbau, dem Bau von Tunneln und der Forschung von Ruinen. Okay. Kapitel Straße. Aufgrund des bergigen Geländes des Huang Steinwaldes und des Keqing-Jung-Gipfels ist das Gebiet verkehrstechnisch schlecht angebunden. Die Gipfel sind nur durch Hängebrücke verbunden, die für Menschen gefährlich und für den Transport von Gütern noch ungeeignet sind. Das Gebiet ist reich an Heilkräutern und Erzen und es wäre für alle eine große Freude, wenn es eine Umgehungsstraße um den Berg herum gäbe. Ein kurzer Bericht über den Plan, die Brücken zu bauen und die Straßen zu befestigen. Ich kann nicht weiterlesen. Oh, this reading is giving Paimon a headache. Let's take a break. Du musst nach Italien? Looks like I'm the first one back, as usual. Moment, ich muss mal kurz was... So, besser. Oh, hey! It's one of Yelan's little helpers, Shanghua! If you're back, that means you finished investigating Qianwei, right? Was? Er ist nicht pervers genug? Das können wir ändern. You betcha. I visited all the commerce guilds and gathered a wealth of information. Every time they asked me to leave, but I always had another trick up my sleeve. Don't drag this out. Just tell us your findings. Yes, Lady Yelan. To summarize my findings, most people who've had interactions with Qianwei will start out complaining about how proud and arrogant he is, but then go on to give a generally positive appraisal of him. The young master of the Feiyun Commerce Guild said that Qianwei appears arrogant, but he's very scrupulous in the way he works. Once he signs a contract with somebody, he treats them fairly regardless of their background. Who'd have thought? Is it possible that his reputation is fake? Is there any way you can check the accounts of the businesses under his name? In theory, that should be very difficult, but here's the thing. I asked around and found out that almost all of Qianwei's accounts are open to the public. Where he buys from and sells to should be confidential business information, but he doesn't seem interested in protecting it at all. Qianwei often sees business opportunities that others don't, but once he's made enough mora off of it, it's like he gets sick of it and releases all of his trade secrets. It's like he wants people to know that they still can't beat him, even if he shares all of his secrets. The fact that someone like that can still make mora is pretty infuriating when you think about it. What a strange guy. It's like he's not doing business to make mora, but instead... To validate his theories. No wonder his manifesto contains so many insights. It's all the result of his first-hand experimentation. I'm back! Huh? How come you're here? Why do you think? Obviously, because I possess superior skills, and am always one step ahead of the competition. Well, when you're the competition, at least. No. You... Whatever. I'm not getting into an argument with you. If I hadn't had something else to take care of on the way, I would have been back long before you. Lady Yelan, I have finished investigating Mingbua. Well, we're all ears. The Ministry of Civil Affairs says that Mingbua struggles to get his words out when he gets nervous, especially when he's chatting with strangers. But after a few days of getting to know him, you can pretty much have a normal conversation with him. On the whole, the feedback from the Ministry of Civil Affairs was very positive. He always considers the things that everyone else overlooks. Sophie. In your opinion, was the Ministry of Civil Affairs' appraisal of Mingbua at all exaggerated?
I don't believe so. Mingbo is someone who has slowly but surely earned the reputation he has today. According to Miss Yu, the Ministry often gets Mingbo to take a final look at projects before they're implemented. People feel much more confident in something if it has his stamp of approval. Oh, and also, there was once someone in the Ministry who was lying and cheating to try to advance their career. Mingbo gave them the scolding of a lifetime. Apparently, he can be terrifying when he loses his temper. I haven't seen it for myself, though. Ja, heute wird noch Multiplayer gespielt. Hard to imagine. Like I said before, things are not always as they appear. Ah, so that's what you meant by that. Paimon's starting to get it now. Thank you both. You're free to go now. Mal schauen, wie weit wir kommen. So, have you finished reading the manifesto? We still have a bit left. I can't see any immediate problems looking at the individual entries. The only one that strikes me as a little unusual is the Qingshu Pool redevelopment plan. Was ist das? Qingshu Pool has always been home to many secrets. Plus, Ajdaha once wrought havoc there, so there are even more secrets buried deep underground. Die Weißbrünnen Ajdaha? At some point, a rumor began to go around that there is great treasure buried beneath Qingshu Pool. A long time ago, with the approval of the Keqing, a mining team conducted an exploratory excavation there. So, did they find any treasure? None. The ruin was completely impenetrable. The only way they could have gotten through the solid rock would have been by blowing it open with a special kind of explosive. The technology wasn't mature enough at that time, so the excavation project was shut down and the treasure became a mere legend. Zhi-Yi's manifesto focuses on solving problems, and this treasure hunt seems extremely risky. It seems out of step with the rest of his plans. Still, this one fact alone doesn't tell us much. Everyone wants to get their hands on this treasure. The treasure hoarders, the Fatui, even local Liyue factions. Dass sie eine Helix hat? Was? Wie, wo, wer? Did you find anything? Excavation? Project? Treasure? Did we read anything similar in our half of the manifesto? Die Schwarzsteinschmiede, die Kapitel Felsen. Oh yeah! Zhi-Yi said the Blackcliff Forge workers should get right of first refusal if any suitable projects come up. Did he now? Well, that makes everything much clearer. So Zhi-Yi wants the Blackcliff Forge to excavate the treasure of Qingshu Pool. Does that mean the Blackcliff Forge is Zhi-Yi's secret supporter? No, not likely. I've looked into the Blackcliff Forge before. They aren't involved with any powerful factions at present. They do possess some specialized explosives, but it would seem more trouble than it's worth to put so many resources into a risky project like this. Still, since the clues are pointing toward the Blackcliff Forge, we should see where they lead. We may well find something new. Qianwei and Mingbo both turned out to be completely different than what we thought. What about Zhi-Yi? Is there another side to him too? Hui, abwärts. This is the Blackcliff Forge. Let's look around for clues. Die sieht so ziemlich hinüber aus, diese Schmiede. So, anything strange been going on recently? Excuse me? What's that supposed to mean? Strange how? Just, stuff that when it happens, you think to yourself, huh, that was weird. Huh? I don't think we're going to get anywhere asking questions like that.
Let's just take a look around. Na dann. Sicher, dass er uns nichts strange erzählen kann? So richtig stranges Zeug? Nichts zu dokumentieren, Zahltag. Der 3 neue Mittag hatte nicht erwartet, dass neue Leute dazukommen würden. Einer der neuen Neulinge ist so geschickt, dass er zum Teamleiter befördert wurde. Nichts zu dokumentieren. Ich glaube, es gibt nichts zu dokumentieren. What's this? A diary? From the back, it looks like a ledger, but it seems they also use it as a site log. We don't know who wrote it, but it's interesting, don't you think? These newcomers, who could have sent them? You think they're suspicious? Yes. Look, it says right there, one of them's already been promoted to team leader. At this rate, by the time the Qingshu Pool redevelopment plan is ready to roll, they'll be the technical backbone of the team. That'll give them the chance to take a lot of liberties. They can copy any secret texts or steal any treasure they find underground. Treasure hunter. Imagine if we didn't suspect anything. By the time Jur-E recommends the Blackcliff Forge for the excavation project, at most we would maybe do a fresh background check on the place. No red flags if all they did was change some key staff. And even if we decided to vet the staff individually, they'd have had more than enough time by then to come up with fake identities. That's the advantage of planning this far in advance. It was a clever move. When you put it like that, it all makes sense. If we hadn't found this out, someone else would have stolen the treasure. So, who's really behind all this? That's a question for the newcomers. But let's start with that worker over there for now. Jetzt doch mit ihm sprechen. Hi. Excuse us. We want to ask you about the newcomers. You want them to teach you or something? I gotta say, these newcomers are in tip-top shape. Fast learners, too. They're picking up all the skills unbelievably fast. My only complaint is that they're always going out drinking at night, but they never let us join them. I guess they just need some time to adjust. I'm sure we'll get to know each other over time. They go out drinking. This area isn't exactly renowned for the nightlife. I'm guessing it's a long trip to the nearest tavern. You got that right. They tell me they go all the way back to Liyue Harbor to drink at Wanmin Restaurant. It rained after work today, so they actually stuck around at the site for a while. But as soon as the rain stopped, they went out drinking again right away. Hey, you're only young once, right? I say, if they can hack it, let them at it. Interesting. Let's go talk somewhere else. Looks like our hunch was on the Mora. These newcomers are very suspicious. Drinking in Liyue Harbor, huh? Some cover story. I'll wager they've been going to intelligence updates. Good thing it rained today. It means they'll leave footprints. I doubt they'd give themselves away that easily, but let's follow them and try our luck. He went that way! Hurry, we gotta catch up! Sie können wohl sehr weit springen. Danke. Oh, ich sehe gerade. Warte mal. Okay. Mann, hat Naida große Füße. These footprints are heading towards Liyue Harbor. Maybe we were wrong about them. Hier, guck mal, wie groß
Nee, der hat so riesige Füße. Passen die wenigstens zu Bennett? Zu Bennett passen sie relativ. Vielleicht ein bisschen zu klein. Just as I thought. They didn't go to Liyue Harbor. They went that way. The footprints stop here. But, judging from the direction, I'm guessing their destination was that abandoned house. Na dann. Hier scheint ein Anzeichen zu geben, dass ein Kampf stattgefunden hat. Aber es ist nicht offensichtlich. Es scheint professionell gehandhabt worden zu sein. Wer könnte das getan haben? Ein frischer Obstkern wurde in einem Laubhaufen gefunden. Das deutet darauf hin, dass vor nicht allzu langer Zeit jemand hier war, aber es ist schwer, weitere Hinweise zu finden. Ein Obst... Wir haben allen Ernstes einen Laubhaufen durchsucht und haben einen Obstkern gefunden und das war unser Hinweis? Okay. Lassen wir mal sprichwörtlich so stehen. Eine Bambusmatte hat Streifen in die Erde gedrückt. Es scheint so, als ob hier jemand geschlafen hatte. Aber die Bambusmatte, die hier anscheinend gelegen hat, ist verschwunden. Warme Asche. Brennende Asche. Warme Asche. Hier wurde vor nicht allzu langer Zeit etwas verbrannt. Meinst du? Looks like we were too late. This has gotta be where the newcomers rendezvous with whoever they're working for. But all the evidence has been destroyed. Look at these ashes. Someone was burning documents not long before we arrived. Huh. Could there be anything left? Maybe the wind could have blown the fire out before everything was finished burning. Oops. The odds of that are very slim. It's practically impossible. I've checked. All the paper's been burned. There's only ash left now. Why don't we wait for them back at the Black Cliff Forge? They've gotta go back there sooner or later. We can't count on that. Clearly they were based here at one point, but it's mysteriously abandoned now. To me, that says that whoever's behind this has moved them somewhere else, to throw our investigation off course. Darn! Guess this is where our trail runs cold. Make no mistake, the purpose of our trip wasn't to find any solid evidence. We just I smelled something peculiar the moment I came in. Those newcomers probably thought they'd be safe as long as they burned the letters. But what they failed to consider is that paper and ink from different regions produce different odors when they're burned. Lol. Really? Paimon can't smell anything. Do you smell anything? Ich nehme einen sehr milden Duft wahr. Wo ist Hesperia? There is a certain place with a freezing cold climate, where there's nothing but ice as far as the eye can see. Some wealthy people there put floral fragrance in their ink as a way of injecting a little romance into their writing. When that fragrant ink is burned, this is the exact odor that it leaves behind. Jetzt doch die Auch Schneier, die Fatui. Exactly. The evidence will soon be blown away by the wind, so it's nothing we can arrest anyone with. Minerva, du hast eine wunderschöne Diskussion über Zahnbürsten verpasst. Aber ich glaube, Laura wird dir sehr viel darüber erzählen können. But it's all I need. Now I know who we're dealing with. I can plan our next move. Lady Yelan! Oh, thank goodness I finally found you. I thought I'd never see you again. Who are you? Servus.
Don't be alarmed. This is Upei. He's Wenyuan and Shanghua's colleague. I sent him to look into Zhiyi's regular contacts. Since Zhiyi likes fishing, Upei thought he might know some of the fishermen and sailors, so he took a boat out to sea to ask around. I left him a note at Yanshang Tea House telling him to look for me at Blackcliff Forge when he got back. If there'd been an ambush waiting for us there, it means we'd have had some backup. So, what did you find out at sea? Forgive my incompetence. I'm afraid I've come up empty-handed. I asked all the fishermen multiple times, but none of them had any interactions with Zhiyi before. Then the waves got so choppy I ended up falling overboard. Fortunately, someone managed to drag me out. When I got back, I heard that you'd gone to Blackcliff Forge and might need backup, so I went straight there as fast as I could. Didn't even stop to change my clothes. Well, Uncle Tian said that Zhiyi once bought a recipe from one of the fishermen. Did you hear anything about that at all? What? That's news to me. No, that's not possible. It's absolutely not possible. Lady Yelan, I'm telling you, I spoke to every single fisherman out there, and none of them mentioned anything about a recipe. Interesting. Then I wonder how that even more wonderful fish soup came about. Fish soup? What fish soup? Nothing. Our priority right now is to find a way to get our hands on some solid evidence. Well, any suggestions? Not a bad idea. Upei, what do you think? Honestly, I've already tried following Zhiyi, but the guy's too cautious. Never meets with anyone suspicious. Okay, so tailing's out. Wenn's dir selber gehört? No, we'll still need to tail him. But first, we need to do some groundwork. Oder zählst du gerade dein Trinkgeld? Groundwork? Das ist der Legendenauftrag von Yelan. When you've worked in intelligence for a long time, you'll understand that no one can stay on high alert forever. Especially when he thinks he's about to win. Tomorrow morning, I'll announce his victory at Yuehai Pavilion. Take a guess what you think he'll do next. Be sure to arrive on time. You won't want to miss the show. Na dann. Scheinbar gibt's gleich ein Schach und ein Matt. 9 Uhr war das? 9 Uhr. Irgendwas sagt mir, wir sind kurz davor, diese Mission zu beenden. Warte, 9 Uhr? Das hört sich seltsam. Das hört sich sehr seltsam an. Na dann. Servus Meliodas. It looks like we're all here. Well then, time for me to announce the results of the assessment process. I won't drone on about the importance of the Tianshu role. Suffice to say that Uncle Tian entrusted me with the monumentally important task of assessing the candidates. And now, it falls to me to give him a satisfactory answer. All of us here know the score. Don't beat around the bush, just get on with it. Qianwei has many pioneering ideas, but some of his plans are lacking in detail, and he easily gets into testy exchanges with other people. Mingguo is reliable, but not quite ambitious enough, and because of his personality, he struggles to win people over. In contrast, Zhiyi is evenly balanced across the board, and enjoys an excellent reputation in Liyue. Von den Stats oder von der Kampftechnik oder von dem Aussehen? After much consideration, I have decided to recommend Zhiyi to the Liyue Qixing. What? Oh,
Congratulations. Thank you. Honestly, I'm a little surprised to hear my name being announced. In my estimation, all three of us are worthy candidates for the Tianshu position. As your competitor, I've become keenly aware of your great talents. Ich hab's letztes Jahr gespielt. Would either of you entertain the possibility of working with me in the future and taking on some of my workload? Da mir ein guter Feuercharakter fehlt, Hu Tao. Auch wenn ich Yelan heißer finde. I'll have to see. I'm in a bad mood. This is the last thing I want to be thinking about right now. I don't mind. As long as I can help. Okay, well, that's all from me. Zhi, you'll have some preparation to do. It won't be long before you're informed of your official appointment. I hope you will work hard and make Uncle Tien proud. Envy, danke für die Rose. I will live up to the Tianshu name. On this, you have my word. I should go. I need to pack my things, and then I think a celebratory meal is in order. Would anyone... Count me out. I'm not in the mood for a celebration. Zhi seems pretty relaxed now. This would be a good time to follow him. Hey, Traveler, tell me something. What exactly does that guy have that I don't? Beschissen. If you can't answer that, I'm not accepting this result. I, also wouldn't mind knowing. Oh no, if we get stuck here, we won't be able to leave! Follow him. Yes, ma'am. Vor allem Ding, dass man uns damit die Bewertung gemacht hat, steht hier. We finally got rid of them. Lady Yelan, Zhi has gone towards Feiyun Slope. Follow him, quickly. So Zhi really sided with the Fatui? But Uncle Tien thinks so highly of him. Why would he do this? Difficult to say, but everything should become a lot clearer when we find him. Sorry, Lady Yelan. We lost him. He's too good at this. We weren't able to keep following him without being seen. How the heck did he manage to shake Yelan's subordinates? I guess Zhi didn't let his guard down. Still as vigilant as ever. No, Upe says he's much more relaxed than usual. Maybe it's just how he's wired. Perceptive enough to sense when he's being watched. But how? Don't blame yourselves. Let's not forget he was trained by Uncle Tien himself. Evading detection is not an unusual skill for him to have. If I'd asked you to tail Uncle Tien, you'd have ended up at a dead end too. It's fine. So, where did you lose him? Xinyue Kiosk. He only went in briefly. Upe and I were watching outside the whole time. A few moments later, a man dressed in a completely different outfit came out. Upe had a feeling that it was him, but we couldn't get close enough to check without blowing our cover. I figured that if we spooked him, it would undo what we've accomplished today so far. Another option would have been to arrest him there and then, but without any evidence, that would have been meaningless. So I stopped Upe, and I stayed here to wait for you while that meathead went to ask around in Xinyue Kiosk. Good work. The fish didn't take the bait, but that's okay. As long as he's still swimming around, we'll find a way to catch him eventually. The key... Let's go to Xinyue Kiosk. Na dann, rein da. Rein da. Xinyue Kiosk. A place to go for classic Yue dishes. Okay. Could you explain to me how that works? A guy like him comes in, changes his whole outfit right under your nose, and you don't even ask him about it? Our customers are free to dress however they please. What grounds would I have to question him? Okay, fair enough, but didn't you think it was just a little bit strange? Well, maybe I did, but it still doesn't give me the right to stop him. Enough. Let's tone this down a little. I'll make this quick. Just one question. What did he... Oh, he didn't buy anything.
He just picked up a bottle of liquor that he ordered ages ago. A bottle of liquor? Yes, a very strong kind. Fiery, with a rich flavor. Not something the average customer would order. This gentleman ordered it in person from us a long time ago. He was only here today to pick it up. Liquor and wineware. I see. Let's go. Where to? Shigu Antiques. Okay, interessant. Glück ist um die Ecke. Hey, Those Mr. you. Long. Sorry to bother you. Jur-E ordered a wanware set from you not long ago, right? We're friends of his. He's been telling us how impressed he is with the quality, considering how affordable it was. So we just had to come and take a look for ourselves. Sure. Which model are you looking for? We don't really know a whole lot about wineware. Let's just go with Jur-E's choice. Would you be able to show us the one he bought? Jur-E picked up his set not long ago. As a quality imitation of an antique wineware set, it has the look and feel of a luxury item. Just so you're aware, we don't have many of this model left in stock. And now that Mr. Jur-E has taken one, I'm afraid it may encourage the price to go up a little. Don't worry, price shouldn't be an issue. I'm sure we can work something out. But I'm just a little hazy on one thing. Did Jur-E's wineware set include wines? For this set, the wine glasses are sold separately. Minimum purchase is 1 glass, maximum is 4. Mr. Jur-E bought 2. Okay. Thanks, Lin Long. Seems there's a little more to buying wineware than I first thought. We'll have to mull it over. Well, don't take too long. We could sell out any day now. All right, see you next time. This is turning into a real headache. I'd just like to point out that we have the self-professed Grand Master of Fieldwork here to thank for being wholly incapable of tailing an ordinary civilian without being seen. It's not like you did any better. My specialty is information trading, okay? I don't have the physical agility. What's your excuse? Fair point. Und wie sieht diese Reaktion aus? Yelan, so has the plan failed? Oh, if we can't figure out where Jur-E went, there's not much we can do. But why was he buying liquor at Shinue Kiosk anyway? To celebrate? If so, it's no ordinary celebration. What do you mean? First of all, Jur-E isn't much of a drinker. On some level, he hates alcohol because of what it did to his father. If he was just looking to celebrate by himself, he wouldn't spend his meager savings on an expensive bottle of alcohol, let alone buy a pair of special wine glasses. Auf zur Bank des Nordens. No, this is a victory feast, held in honor of Jur-E's private sponsor. Whoever this person is clearly enjoys hard liquor and has a very high status, hence the need for expensive-looking wineware. Und jetzt, dam dam dam, Songli. Was sagt er immer mit dem Wein? Now where might we find Fatui who match that description, I wonder? Fatui officials. Should be either the Snezhnayan Embassy or the Northland Bank. Have both locations surrounded. Take as many people as you need. Lady Yelan, is it time for us to make our move? If so, you can count me in. Get with the program, would you? This is a covert surveillance operation. Jur-E may be vigilant, but that doesn't mean the same is true for his drinking buddy. But where are those who still remember? In which case, we don't need to change tactics. Just change who we're following. Great idea! So we just need to find out who Jur-E bought that liquor for and follow them instead! Hört sich nicht gut an. But Lady Yelan, if we get caught, this could become a major diplomatic incident. I'm well aware, but don't you see? Jur-E is gambling everything on this. If we really want to catch him,
we're going to have to accept a little risk ourselves. Stick to your orders, and make sure we're covering all other bases too. Anywhere else Zhi might be going. I want eyes on those locations. Yes, ma'am. Don't worry, Lady Yelan. Zhi may be a slippery character, but we'll keep a close watch on the movements of all Fatui officials. Wasch deine Hand. I'll be waiting for you at the tea house. If I'm guessing correctly, Fatui officials are likely to take action at night. You should go and get ready. Then meet me at Yansheng Tea House. Hast du auch so einen komischen Jumpsuit? So ein Onesie? War der pink oder grün? Off we go! Perfect timing. Wenyuan just sent word that the Fatui ambassador, Yusupov, just left the embassy alone. He's heading in the direction of Qingshu Pool. Qingshu Pool? That's the place Jerry mentioned in his manifesto. It looks like that's where they've arranged to meet. Sensible choice, I'll give them that. Qingshu Pool is always crawling with monsters. Most people wouldn't dream of going there. It's one place they won't need to worry about being seen. Oh no, we gotta go get them! Let's go. If my hunch is correct, we just might hit the jackpot this time. Oh. Na dann. Na dann, keine Animation oder sonst was. Auf geht's. This is Qingshu Pool, full of ruins, crawling with monsters. Anyone with any sense steers well clear of this place. I've looked into the place before. There's a workers' entrance somewhere around here. Follow me. Wir könnten jetzt direkt dahin fliegen. Aber... Dann halt nicht. Surprise. Have a little taste. There is no escape. By royal decree. The wrong test subject. Finally done. Everyone hold hands. Warte mal, was war denn das denn? Let's light it. Shine down. The hunter Adventure time. comes. Na dann. There's been some work done on this place in the past, but it's a bit of a labyrinth inside. I can't guarantee we'll be safe once we're underground. Oh nein. The workers left an emergency access route. If we can find it, this will be a much easier journey. Nein. Still, be ready to fight at any moment. Any resistance needs to be taken out quickly and quietly. We don't want to attract too much attention. Don't worry, we're all professionals here. By the way, Yelan, where are your three little helpers at? They have other things to take care of first. We couldn't afford to wait for them, but they'll join us later. Habe ich schon Nein gesagt? Yay. Okay. Geo. Ist mein Mikro aus? Test 1, 2. Jetzt sollte es... Okay, jetzt ist es wieder da. Geo. Ich habe kein Geo. Habe ich einen Geo-Charakter? Nein, habe ich nicht. Nehmen wir für den Fall der Fälle Guru mit. Company, fall in! Oh, ich glaube, das ist ganz gut. Wobei, Wasser. Wir sollten Yelan zum Ausprobieren bekommen, oder? Bekommen wir Yelan zum Ausprobieren? Höchstwahrscheinlich. Sag ich doch.
Oh, was ist denn das bitte für... Gutsy. I see everything. Let's light it up! Gotcha. Wie ist die bitte ge... Er lebt ja immer noch. Busted. Everyone hold hands. Ja. Here comes the catch. War das alles? Illusion shattered. As I expected. But this shouldn't be too much trouble. Nice. Na gut. Wie sieht sie denn aus? Stufe 90. Hat gut was an HP. Angriff, ja, ist jetzt nicht so berauschend. Mit nur 1600. Boah, könnte besser sein. Aber eigentlich ganz nett. Oh, das kritischer Schaden ist ganz gut. KT, boah. Aufladerate, boah. Krass. Und irgendwie ist das Standard-Dingsbums-Set. Kann das sein? Irgendwie ist das ein bisschen KT drauf, ein bisschen Aufladerate. Ja, bei mir könnte es viel besser sein. Das ist der Unterschied. Und was für Talente? 8, 8, 11. Wow. Sternbild, C3, wie immer. Ambassador here to meet Ji. Looks like he went through that door. That must be the emergency access route, right? Come on, let's hurry. Ist mir schon aufgefallen. Das ist ein Rätsel. Warum ist hier so ein Loch? Take it easy. This is the construction workers' emergency access route, but it's closed tight. Trying to break through would be risky. Let's see if we can find another way. Everybody stand back! Yeah, sharing my knowledge. Shine down! Inazuma shines eternal! There is no escape! First pay. Okay, interessant. Okay. Interesting. Dann bis gleich.
Ah, ich wusste doch. Irgendwas wird hier sein. Meinem Kolben kann nichts entgehen. This may hurt a little. Let's light it up! Kann ich das noch nicht machen? Ja, vermutlich kann ich das noch nicht machen. Advance! Shine down! Jetzt ein Guru? Nein. So, ich soll draufdrücken. Na dann. Gotcha! There is no escape! Everyone hold hands! Take it easy. Quietly now. Illusion shattered! Busted. Shine Komm down! zurück, Loni. Warum gibt's das Ding hier, wenn es hier nichts gibt? Eine Kartoffel. Mysteriös. Okay. Ah. ...53, wie du jetzt sehen konntest.
Okay. The waters flowed into the groove, and now the statues have lit up. Okay, now we should be able to move the statues. Ah. Na dann. Weiter geht's nicht. Komm. Bam, 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 bam. Nein. So viele Gedanken. The door is open. Let's go. Ich dachte, wir gehen da durch. Dann halt nicht. Wenn ich sie jetzt wieder bewege, geht sie dann wieder zu? Scheinbar nicht. We should be nearly at the bottom now. Let's wrap this up. Oh, guck mal, wer da ist. Things are about to get set. Quietly now. Wie schnell ist der denn bitte umgefallen? Krass. I can tell from the aroma that this is very fine liquor indeed. I'm impressed. Come on, bottoms up. After you, of course. Oh, sorry, that went down the wrong way. I've never drunk anything this strong before. It'll take me some getting used to. You'll get there. If you want to stay friends with us, you have to drink with us. Ooh. I'll do my best. You're more of a lightweight than I thought. Already struggling after one glass? I thought you were made of sterner stuff. You certainly kept it together when you were poisoning your teacher's soup. What? Come on, another round. Less talking, more drinking. Sure. You didn't leave me much of a choice, though, did you? Just the mention of poisoning sends shivers down my spine. I'm more timid than you realize. Every time I poisoned him, I had to hide away at home for a few days because I was so scared of getting caught. Look, I know it has not been easy for you, my friend. We appreciate all your hard work. Okay, kann man die Patrouille noch mehr hassen als bis jetzt? But I have to say, you really are quite a genius at poisoning people.
I mean, the poison we brought from Snezhnaya is as strong as this wine, but you found a way to turn it into an imperceptible, slow-acting poison and came up with the idea of delivering it through fish soup. What was it you said? Oh, yeah. You said the soup's fishy flavor neutralizes the pungency of the poison, and this process even makes the soup tastier as a result. How did you think of that? It struck me one day when I was fishing. I'm lucky it did. Otherwise, I'm not sure I would have been able to fool Uncle Tien. You have performed excellently. The Fatui will continue to provide the support you need to consolidate your position as Tien Shu. Of course, this is as long as you continue to do as we instruct. Yay. Aside from Qing Shu Pool, we also have some other requests for you, which we will inform you of in due course. Don't worry. Whatever tasks you have for me, I will perform them diligently. Did you hear that? It was poison! That's why Uncle Tien hasn't been feeling well recently. It's all Jurye's doing. Zum Glück ist dieser Ort kein bisschen Schallenheimort und zum Glück haben die jetzt bis jetzt nichts gehört. Und zum Glück wird jetzt niemand sagen, wer war das? What a nasty guy! Seize him! Hold on. Did you bring a camera? Ja, was ist los, Malte? If not, you can use mine. This is quite a scene. We have to capture it for posterity. Good night. Excellent liquor. We've, seen no progress on the diplomatic front, and everyone has been eyeing up the treasure of Qingshu Pool. It's been a real headache for me. Danke. But soon, everything will be taken care of, and I can report back on a successful mission. Thank you, Juryi. Milena, danke für das Fingerharz. I remember when I first saw you. I knew right away that you would make a good partner for us. Hey, do you still remember what I said to you? How could I forget? You said a lowly commoner like me could never be seen as a serious candidate for the Tianshu, no matter how hard I work. The only way is for you to shine bright in the Tianshu's darkest moment. I think you were absolutely right. That's not for you. Yes. Under normal circumstances, the gap between you and other people could only ever grow wider over time. Just look at your two competitors. Qian Wei had wealth. Ming Boa had reputation. But you had nothing. You were just another nobody. And that's why I decided to help you. You know, there's an old saying in the Fatui. Give a starving dog a bone, and it'll guard your home for the rest of its life. Yes. I cannot thank you enough for your generous support. You know, the best thing about you is that you do as you're told without complaining. Hey, keep up the good work, and I can assure you, you'll never have to worry about Mora again. Heck, when you're not in the company of the Fatui, you'll be able to throw your weight around as much as you want. How about that? Uncle Gao said that Juryi has low self-esteem. Seems he was right. He was worried that whatever advantage he might have now will diminish over time, so the Fatui persuaded him that he should act while he can. Do you have any more film in the camera? Ich spiele den Legendenauftrag von Yelan. Viel mehr. Then get ready to use it. Tonight's grand finale should be coming up any minute now. How well this goes for us depends on how Juryi plays his hand. Meep? Ooh, is there any more alcohol? Go on. Fill me up. I'm in a good mood today, and I'm gonna drink my fill. Make sure to get me home safely afterward. There's only a little left. Here, I'll fill your glass. If you like it, I can bring you some more next time. Doppelagent? Whoa.
Oh, this is the good stuff. It is great. Huh? What the? Qiqi, you poisoned my wine? But when? You seem surprised, Mr. Yusupov. How could you? How could I not? I've sacrificed years of my life studying and reflecting to prepare myself for this position. And in the end, I even had to poison my own teacher. You really think I'd put myself through all that just to become your little puppet? I don't want to bow down to anyone ever again. And that includes you. You imbecile. It's the Fatui who got you to where you are. Do you understand? If I disappear with no explanation, the embassy will come after you. They'll get to the bottom of this. Mark my words. Do you see the haystack in the corner? Underneath it is a pile of explosives. And next door in the dark room are the 3 undercover agents you sent to infiltrate the Black Cliff Forge. I'm gonna stay here till I see you slip into unconsciousness. Then I'm gonna set this on fire. Once the flames burn through the hay, they'll ignite the explosives, the ruins will collapse, and everything will be buried. What do you hope to? I took the liberty of leaving some evidence of your contact with the undercover agents at the Black Cliff Forge. It won't take long for people to join the dots. 2 missing person cases will become one as the truth gradually reveals itself. The Fatui planted undercover agents in the Black Cliff Forge to steal their signature ruin-grade explosives. Their plan was to blow through the solid floor tiles in the dead of night and seize the treasure of Qingshu Pool. Komm zurück. But things didn't quite go to plan. Mistakes were made that led to the accidental deaths of the entire crew. Faced with the overwhelming evidence, the embassy won't investigate this any further. In fact, they'll be only too happy to blame it all on a rogue operation by you. It explains why you acted alone, while exonerating the rest of the embassy of any liability. Of course, none of that will have anything to do with me. When all of this comes to my attention, I'm afraid I'll have no choice but to cancel the Qingshu Pool redevelopment plan immediately. I guess then, I'll be Tianshu in my own right, with a clean record and well out of the Fatui's reach. Whoa. Qiqi, do you really think you're gonna get away with this? The Fatui has a record of everything. That includes the poison, all interactions between us, even my trip here tonight. After I die, they'll come looking, and they'll get to the bottom of this. A record? Oh, you must mean the one in the hands of your second-in-command, Theophan? What? How do you know about that? Because when you contacted me, I also made contact with your associates. I have Theophan to thank for providing me with the poison I used on you today. Oof. He'll help me tie up all the loose ends. After all, your untimely demise comes with a few perks for him. He has been eyeing your position for a long time now. That traitor! Qiqi, you... Shh. Relax. It's over. So you're After tonight, everyone gets what they want. And anyone else in the know is either my accomplice or about to be taken out of the picture. Oof. Sweet dreams, Mr. Yusupov. Me.
Quasi. Mehr oder weniger. I did a little surveying on the way here and found that you'd left yourself 3 escape routes in case things went south. I have them all surrounded. If you're thinking of trying anything, save yourself the effort. The game's up. We were here the whole time and have pictures of everything. They came out pretty nicely. Want to see them? The game's up? Forgive me, I'm not quite sure what you're referring to, Miss Yelan. I happened to discover a Fatui operation here, so I approached them on the pretext of joining forces and eventually brought them down from within. If it pleases you, Miss Yelan, I'd be only too happy to have you join me in investigating this matter. This is how you want to play it, huh? Fine. You do you. All we need to do to convict you is establish that the poison in his system is the same as in Uncle Tien's. Nothing else you wanted to add? Let's leave it there then. One wrong move and it all comes crashing down. I should have been more careful. You followed him here, didn't you? I was so focused on keeping myself out of sight, I forgot he was a potential liability. Your part. Let's talk about this, Yelan. I gave you my word that I would live up to the Tianshu name, and that much I can still guarantee. Your point being? When I take office, I can guarantee that I will act in your best interests. In fact, all of you here tonight can expect very generous treatment in the future. Danke für Keqing, danke für den Follow auf Twitch. I don't deny that I used underhanded methods to get here. But given my lowly origins, what other choice did I have? You still don't get it, do you? Even now. What do you think? Was wird von Onkel Tien nur dazu sagen? Er hat dir immer vertraut. Exactly. Jur-E, clever people can always come up with a good excuse. But while you might be able to get other people to believe you, you'll never be able to deceive yourself. Milena, muss ich mir Sorgen dich machen? There's nothing wrong with wanting to win other people's respect, but when has Uncle Tien ever looked down on you? He was like a teacher and a father to you, but you chose to repay that by poisoning him. Whatever positive goal you may have started out with, you threw it away in that moment. That's enough. Of course. What makes this even crueler is that you managed to convince yourself there was no other way. Uncle Tien was always going to give you this opportunity. Even if out of everyone in the world, he is the one who trusts you the most. So much that he drank your fish soup without doubting you, not for 1 second. That's enough. Oh. That's enough. Er hat doch was Menschliches in sich. Und hier, Milena ist da immer noch hot. Life is like fishing. It cannot be rushed. Whatever you do, impatience will accomplish nothing. Willkommen zurück. I was just like you once, desperate to prove myself. Only later did I realize things do not always turn out the way you plan. But you have to keep calm to carry on. You're still young. Be patient, believe in yourself, and don't look outside yourself to prove your value. Where's Jur-E these days? It's been a long time since he last paid me a visit. Maybe he's just busy. Well, next time, if he doesn't bring a pot of piping hot fish soup, don't let him in. Whatever you were thinking about, you'll have plenty of time to mull it over in prison. Oh, I almost forgot. If the Fatui find out what happened today, prison might not turn out to be the safest place for you. Trying to have friends on both sides, it has a way of turning everyone against you. But right now, I have an opportunity for you. Huh? Sorry, things are about to get extremely busy for me. Let's meet at Yanshang Tea House tomorrow morning.
Was hat sie vor? I'll have someone remove the explosives. Then, there's someone I have to go and see. Need our help with that? No, it could be dangerous. You should leave this one to the professionals. Mhm. Sei vorsichtig. Don't worry. As long as they're willing to cooperate, this'll be a straightforward deal. Mhm. Get some rest. See you tomorrow. Na dann. Yay. Nice. Nur 5 lausige 5. Ich fühle mich gemobbt. Ich fühle mich gemobbt. Das kann ich so nicht stehen lassen. Hier sind die Explosivteile. Nimm das. Ich nehme uns alle mit. Was für eine Enttäuschung. Ich habe irgendwie jetzt gehofft, das Ding explodiert wirklich. Was für eine Enttäuschung. Na dann hauen wir ab. We go. Charge! Rally! Oh, was kannst du eigentlich? Ich bin enttäuscht. Wo muss ich eigentlich hin? Ach du. Ja, angeblich sollte doch da alles voll mit Sprengstoff sein. Skandalös. Sag ich dazu nur. Skandalös. Das und das. Goru? Gerade Goru. Das treue Hündchen. There is now no poison left in his system. But recovery from the damage already done will not happen overnight. Dr. Baiju, is my father going to be... You needn't worry too much. Keep taking the prescribed medicine every day, and a full recovery will take at most 2 to 3 years. Okay. It's good we caught it in time. A few days later, and the toxin would have built up in the internal organs. At that point, things would have been much more serious. Ist ja nicht so, dass er es seit Jahren nimmt. How did they successfully secure such a seldom seen poison? It seems the Fatui are extremely resourceful. Unfortunately for them, they were up against us. Uncle Tian will be heading off now. Remember to get plenty of rest and avoid overexerting yourself while you're recovering. Don't worry, I will. Thank you very much. Was soll denn das heißen? Aha. Vorsicht, wenn du so weitermachst, werde ich noch quasi auch Thank you aktiv. for all you've done to resolve this situation. And I'll have to make some tea in a moment. You simply have to try it. Geht es dir besser? Yes. The exhaustion seems to have gone. My mind is steadily getting clearer again. Luckily, it looks like choosing the Tianshu's successor is suddenly not such a pressing issue after all. Hey, Yelan! My work is mostly wrapped up, so I thought I'd take a minute to check in here. The assessment process comes to an end here, Uncle Tian. In my opinion, Zhi is not suitable for the position. But Qianwei and Mingbo both have potential. You have my gratitude.
People can change their loyalties easily. I've always known this. But whenever it happens, it's still a dismal experience. Is it just Paimon, or is Uncle Tien not that surprised? Mir geht's ganz gut und selbst. Don't underestimate Uncle Tien. He wouldn't have appointed me as assessment officer if he hadn't had his doubts about Jur-E. Normally, the Yuehai Pavilion would be responsible for assessing the candidates. Isn't that right, Uncle Tien? Yes, to be quite honest, I wanted to trust him unreservedly. But I have to be responsible with the position of Tianshu. When I first met Yuri, I wondered if he had approached me with a hidden agenda. So I secretly investigated him. I concluded that he had no ulterior motives whatsoever. He just saw me as an ordinary fishing friend. In the end, even he changed. Nur wenn das alles When did it start? Nur wenn das alles nicht passiert wäre. I never had any plans to recommend him directly, but I always intended to give him the chance to compete on a level playing field. Family background and fame mean everything to many people, but I don't attach great importance to them. Das ist doch klasse. I had no reputation to speak of when I first became Tianshu. I relied on Ganyu's assistance for all manner of things. What I really admired about Juri was his intelligence and resilience. I have to admit, he's a smart guy and very cautious. Sie hat ihn als einen ihrer Soldaten genommen. The intel suggests that the Fatui saw him as very low risk, but Jur-E was still extremely careful with the poisoning. He chose that specific liquor from Xinyue Kiosk because the fiery flavor would mask the bitterness of the poison, and he chose to wait until the Fatui official was drunk and had his guard down before delivering it to him. He also installed a secret compartment in the wine pot he bought to hold the poison. As the amount of liquor went down, he'd shake the pot to release the poison from the compartment into the liquor. Afterwards, we also found he had an antidote on him. Had the Fatui official grown suspicious, Jur-E would have drunk the poisoned wine himself, and then found an opportunity to take the antidote shortly afterwards. But that's still really dangerous. Yes. Had he drunk the poisonous wine, he still would have faced serious health consequences despite taking the antidote. He didn't hesitate to put himself in harm's way to achieve his goal. Oh yeah. How is Juri now? Well, I mean, he's sitting in a jail cell. Like Yanfei says, everyone who breaks the law has to pay the price. Still, he's cooperating. He didn't turn down my offer to strike a deal. I'll make sure there are plenty of guards around to keep him safe from anything the Fatui might be planning. A deal? Does this have to do with what you said to him when you arrested him? Yes, Jur-E's not the one I'm interested in. If he was as far as this went, I'd have handed the case off to my subordinates as soon as I realized. But once the Fatui became involved, things got a whole lot more interesting. I thought I might have the chance to catch a big fish. Den Diplomaten war nicht groß genug. Well, did you? Almost. Unfortunately, it slipped off the hook at the last second. Oh. Uncle Tien, Yelan, what are you talking about? Paimon doesn't understand. Jur-E colluded with the Fatui to try and secure the position of Tianshu. Or, to put it the other way around, the Fatui made an attempt to interfere in the Tianshu selection process. With Yusupov in our hands and a statement from Jur-E, we could afford to continue with a diplomatic offensive. Also, we'd be able to gain control of Theophan, Yusupov's second-in-command. Then we'd have a pawn in the ranks of the Fatui. Pawns like this can be major assets. They open up all sorts of new options. Das hast du schon die ganze Zeit geplant. Why else did you think I was investing so much time and effort into this case? So, okay, well, did your plan succeed? We got halfway. The first part went off without a hitch, and we passed all the information on to Lady Ningguang.
But when we tried to make contact with Theophan, he was gone, along with all the evidence. The Fatui must be spying on us. Otherwise, they'd never been able to respond so quickly. I found out from other sources that the Harbinger Regrator got involved. The Fatui's main forces aren't concentrated here. Regrator was only treating this as a peripheral concern. It's a pity that Theophan got away, but knowing which Harbingers are still looking at Liyue is something. It gives me a starting point for my next mission. I have to ask, Yelan, do you have any desire to take over the position of Tianshu yourself? I remember you showed some interest a few days ago at Yanshang Tea House. In my estimation, you are more than competent. Oh, that. I was obviously joking. I prefer my current life. There's danger and there's excitement. Although it'd still be a behind-the-scenes role, as Tianshu, I wouldn't have the chance to get involved in anything truly clandestine or face any real danger. All right, I'm done here. Time for me to go. I'm heading off again in a few days, and I still have to prepare. Where are you off to this time? As you might have guessed, it's for me to know and you to find out. But I'm sure if you keep going as you are, getting yourselves involved in other people's business all the time, you're sure to get caught up in another misadventure before too long. Maybe I'll see you the next time danger beckons. Until then, keep your wits about you. A lot of people are watching you for a lot of reasons. Muss ich mir Sorgen machen? If you have any more questions, just ask Uncle Tian. After the recent turn of events, I'd say he owes you one, wouldn't you? Time flies so fast. Before you know it, Lanterite's almost here again. Ach, der Lanterite? Liyue must have already started preparing for the most important festival of the year, right? Hopefully Paimon will be able to check out tons of great food again this year. Anyway, let's go to Liyue Harbor and see what's up. Wir sind schon da, Paimon. Du verfressenes Ding. Tada! Und schon können wir ihn machen. Das war der Ziel und Zweck dieses What would you like to know? Auftrags. Something I've said to Jury, Qinwei, and Mingbo before is that while cunning and scheming are quite crucial, even more important than this is staying true to yourself. Jury and Ambassador Yusupov each saw each other as a means to an end. They thought that if they could just outsmart their opponent, they would emerge the final victor. And yet, in the eyes of Yelan and Regrator, they are but pawns in a much bigger game. Scheming is an endless endeavor. If you can't cope with it, you're better off staying out of it. Everyone has self-interest, but you cannot let it be your master. So, don't fight over fleeting gains and losses. Rather, focus on the direction your heart is leading you, and keep moving forward. What would you like to know? I first met Yelan when she was very young. Hey, Zach. Even back then, she was extremely tough, and she kept her cards close to her chest. An old friend of mine once privately commented to me that Yelan is always smiling, but never with her eyes. She is a very dangerous person. Oh, ja. Something of an exaggeration in my view. Nein. At least, I know she would never hurt the people she trusts. Oh, ich sehe eine Kiste. Wieso sehe ich sie erst jetzt? What would you like to know? Regrator is the 9th of the Fatui Harbingers, though likely the first among them where wealth is concerned. Ganz gut, und selbst? However, his wealth is not a mere question of how much more he has to his name. He has a very unique understanding of wealth,
and what he's planning may very well shake the world to its core. Beyond that, I don't have a lot of information about him. If you need to know more in the future, you can ask Ningguang. What would you like to know? Dass der immer wieder nach draußen geht. Bei der nächsten. As Yelan says, now that I'm on the mend, I should have another few years worth of work in me. During this time, I plan to gradually hand over my duties while mentoring some new candidates. That reminds me. Qianwei and Ming Bo are still waiting downstairs. I must go and have a chat with them shortly. Na dann, damit haben wir alles. Und wir sind bereit für den Lantern Ride. Und wir haben noch ein paar Tage. Und, noch ganz wichtiger, die ganzen Paimons. Not gut? Nur gut? Nicht gut. Warum? Was ist denn los? Ich könnte brüllen, wenn ich wollte. So, ansonsten würde ich mal sagen, ich mache jetzt mal die Dailies. Die Dailies. Und dann können wir zusammen ein paar... Was ist hier los? Wo bin ich hier gerade reingeraten? Was ist das? Das gefällt mir nicht. Was ist da gerade passiert? Excuse me? Ach, das ist die Leiter. Ich will den Lantern Ride nicht starten. Hallo? Ich wollte doch nur zum Dingsbums. Oh je, fühl dich geknuddelt. Sag, fühl dich. Hab ich gar nicht. Wer hockt da? Da hockt doch wer? Ich sehe da einen Opa. Da sitzt doch wer. Wer sitzt da? Wer sitzt da? Da sitzt niemand, oder? Das bilde ich mir nur ein, oder? Gibt es eine Art... Warte. Ich komme nicht näher. Wer ist das? Warum Taxi? Servus. Glaubt ihr, das ist das? Und trinkt er gerade ein bisschen Osmosis Wein? Und hört sich eine Geschichte an? Okay, ich darf also nicht... Falls ihr euch jemals gefragt habt, warum ich dauernd nach Inozuma für die Abenteuergilde gehe, das ist die Antwort darauf. Skandalös. Aber wie gesagt, ich wollte Dailies machen und danach können wir zusammen spielen. Was haltet ihr davon? Add Astra. Oh. Nice. Nice. Und guckt euch die ganzen
Urgestein an. Servus, Dora. Nach links. Da war doch ein Teleporter. So. Miau, miau. Was für ein Miau? Ah, nein. Miau? Wieso Miau? Miau, miau, I'm a cow. I say miau, miau, I'm a cow. Also, wer will alles mitspielen? Ein Plus in den Chat. Das ist Ganyu. Das ist Little Bobax. Also ich sehe 2 Plus, ich sehe 3 Plus, ich sehe 4 Plus, ich sehe 5 Plus, 6 Plus, 7 Plus. Das nimmt ja gar keine Ahnung. Wieso sind es wieder so viele? Das sind viele Plusse. Das sind sehr viele Plusse. Wie hat es euch eigentlich gefallen, dass ich den Stream heute ein bisschen früher gestartet habe am Wochenende? Abstand zum Ziel? Hat es jemandem nicht gefallen, dass ich früher angefangen habe zu streamen? An einem Sonntag? Wahrscheinlich müssen ja viele früher schlafen gehen. Miau, miau, miau. Miau, miau. I'm a cow. I say miau, miau, I'm a cow. Wo ist das Cow? Ja, aber diesmal habe ich ja bereits um 17:30 Uhr angefangen. Na, passt schon, Zack. Alles in Ordnung. Hauptsache, ihr seid im Stream. Das ist mir am wichtigsten. Und danke für die 2 Russen, Milena. Und welche der 2 Zahnbürsten hast du benutzt? Ich fühle mit dir. Vor allem Ding, mein Catch ist erst auf Stufe 2. Verfeinerungsgrad 2. Ich muss ihn noch so oft verfeinern. Danke fürs Lucky Pick, Zack. Ne, Minerva, weil Zahnhygiene wichtig ist, deswegen. Hast du dir etwa noch nicht die Zähne geputzt? Hm? Bist du ein böses Mädchen? I see everything. There is no escape. Teamwork is dreamwork! Shine down. Hey. Und welche Zahnbürste benutzt du dann dafür? Zack, danke für den Gold Award. Wie viele Lusches? Also ich habe 11. Ich würde mal sagen, ich habe 11, oder? Auf dem Weg zu 12. Zu 12. Danke für die Rose und das Squirrel Sack. So, jetzt reicht's doch mal. Wird doch viel zu viel. Nicht, dass du noch am Ende... Ich bin müde. Morgen muss ich arbeiten. Ja, und Reinigungsarten.
Minerva, vibriert deine Zahnbürste? So, Heidi. Du hast 1750 Wishes? Skandalös. Oh. Keine elektrische für Minerva. Zack, danke für die Rose. Was da explodiert? I see everything. Sharing my knowledge. Alles, gar nichts. Ist nicht wichtig, irgendwas zu wissen. Alles in Ordnung. Torn to oblivion. Illusion. The mortal plane of fleeting dream. Was explodiert hier dauernd? Hier gibt's nichts zu erleuchten. Es geht um Dingsbums. Kollege, du gehst mir auf die Nerven. Endlich ist er unten. Ah, nervig. Off we go. Even better than I imagined. Merci. It's my lucky day. Danke. Adventure time. Vielen Dank für die Geschenke. Vielen Dank, wie lieb von dir. Was macht es da, wenn ich einmal verliere? Everybody stand back. Wen nehme ich da? Mona. This is... Ach, das ist zu grüne Pfeffer. There is no escape. Problem gelöst. Let's light it up. Shine down. Illusion shattered. Zhongli, muss man noch weiter fragen. Off we go. Ganz klar Zhongli. Ne, er ist auch ein Adventure Drache. time. Und er hat die stärkste Verteidigung. Und ich definiere mich auch über meine Verteidigung. Wir haben so viel gemeinsam, wir könnten Geschwister sein. This may hurt a little. Hau den Pelz. Everyone hold hands. Geht doch. Willkommen zurück.
Gut, da du jetzt wieder zurück bist, können wir über die sehr interessanten Themen reden. Hust, hust. Über die du so gerne redest. Was? Nicht? Unser favorisierter Adept, Ganyu. Ganz klar Ganyu. Ich krieg dich. 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 Ey! Skandalös! Jetzt hau dich ab! Nein! The account given in the book, Treasured Tales, is largely an accurate one. At that time, she was preoccupied with various domestic matters. Wie? Was? Irgendwann... Warum? Was? Wie? Wo? Wer sagt, dass ich nicht schon eins habe? Okay, wo ist der letzte? Ach so, wir sind schon fertig. Nein, ich habe kein Ganyu Body Pillow, wo ihr noch auf falsche Ideen kommt. Ad Astra Ab. Thank you for complete. Ach, jetzt hat sie Angst. Okay, dann zeigen wir dir. Ad Astra. Okay, wer will mitspielen? Wer hat das Spiel gestartet? Wer ist bereit zu starten? Hey, was soll denn das heißen? Ad Astra. Was soll denn das heißen? Ich höre. Was willst du mir damit andeuten? Mhm. Okay, ich frag mal anders. Wer will ein Buddy Pillow von mir? Error. Mhm. So viel dazu. Okay, Mehrspielermodus wird bestätigt. Und wir haben Mafuyu. Was ist das für ein Name? Ich komme nicht hinterher. Was ist das für ein Name? Hallo? Mhm. Wunderschön. Ah, schön. Also. Was mache ich jetzt? If there's nothing better to do, we could go foraging for ingredients. Wir könnten mal wieder Bandit machen.
Oder halt diesen Drachen. Na, machen wir erstmal was für Bennett. Bennett wäre ganz praktisch. Also auf zur Blume. Aha, und wenn ich dich zu meiner Sklavin mache? Yep, genau. Die Reverse Cards. Ja, TikTok sieht euren Chat. Sind alle da? There is no escape. Inazuma shines eternal. Decided by destiny. Wieso eifersüchtig? Shadows of fate. Now you shall perish. Also ich bin jetzt 53. So, damit hätten wir das hier. Nein, kein Hehe. Was könnte ich noch gebrauchen? Oh, ich könnte. Wir haben Sonntag. Ich könnte Waffen. Wir wollen Waffen. Zum Beispiel das hier. Wir wollen Waffen. Diese komischen Masken. Geo oder Wasser? Nee, Eis. Habe ich beides nicht. Da fehlt doch noch wer. Vermutlich nicht. Keine Ahnung. Okay, ich komme mit dem Namen nicht klar. Dann nehme ich Raiden Shogun. Wobei, die Dinger werden Elektro sein. Das heißt, das ist schlecht. Dann nehme ich lieber die hier. Wobei, ich könnte einen Healer holen. Na, mal schauen. Ob wir damit da durchkommen. Aha. Minerva, willst du wirklich meine kleine Sklavin sein? Auf was kommt es denn an? Ich bin ganz ohr.
My guiding stars! Don't be scared. More beaters. Das überlasse ich ganz deiner Fantasie. Moment mal. Panzerfaust, auf welcher Seite bist du überhaupt? Wenn ich sie als Sklavin nehme, ist böse und blöd. Aber wenn sie mich als Sklaven nimmt, dann ist alles wunderprächtig. Hallo? Geht's noch? I've heard people say she... Skandalös. Das Dach, Foxy. Gut. Dann. Danke für die Hilfe. Was ist los? Na los! Raiden! Die nächsten sind dran. Raiden! 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 Minerva, was für eine Sklavin willst du denn sein? Ich frag mal so. Geht doch. Fate is called as such, for it cannot Okay, be changed, die nächste Gruppe ist bereit. nor can it be reversed. It can only but be accepted. Wen haben wir diesmal? Saphir. Das sind ja neue dabei. Warte mal, hat mir. Nee. Minerva, du lässt nach. Die Liste. Wieso wird die Liste länger? Wieso wird diese Liste länger? Du hattest vorhin eine sehr gute Idee. Ich äsche dich einfach ein. Dann ist auch die Meuterei erledigt. So einfach kann es gehen. So einfach kann es gehen. Ah, für alles offen. Divination is about precisely foretelling one's written destiny. Over-embellishing that fate only leads to misconception. Minerva, wie sportlich bist du denn? Hust, hust. Wer ist denn das? Süß. Ich weiß nicht, was du meinst. Hust, hust. Wobei den Anime kenne ich gar nicht, aber hört sich interessant an. So kann es gehen. Oh, keine Sorge, kleine Minerva. Ich werde schon wissen, wie ich dich motivieren kann.
Und was macht ihr so Schönes? Sie, danke fürs Lucky Pick. Und wie geht's euch so schön? Und das, liebe Freunde, nennt man einen Sinn. Bei 1a. Und was macht ihr so Schönes? Na gut. Ich habe irgendwie gerade Bock auf Mehrspielermodus. Was meint ihr? Stricken? Du strickst? Skandalös. Was soll gewesen sein? Ist doch alles in Ordnung. Ich habe jetzt den Mehrspieler-Modus aktiviert. Jetzt können wir spielen. But human life is like the dew at dawn, or a bubble rising through water. Transitory. Was soll sein? Ich sehe nicht, wo das Problem liegt. Seht ihr irgendein Problem? War Kasatka VR-Fan schon dran? Weil nach Foxy. Quit following me. Quit following me. Keine Ahnung, Panzerfaust, vielleicht hast du die Grenze bereits überschritten, wer weiß. Das ist Herr Miko. Also ich hatte gerade ganz komische Internetprobleme. Ganz komische Internetprobleme. Ich weiß gar nicht, woher ich diese komischen Internetprobleme hatte. Unsightly insects. Und sind alle da? Da fehlt doch noch wer. Ich habe ganz komisches Internet gerade. Ich weiß nicht warum. Irgendwas stimmt gerade mit meinem Internet nicht. Ich weiß nicht. Ganz schlechtes Internet habe ich gerade. Ja, ganz schlimm. Du ist hier offen. Ah, okay. Ich glaube, ich sollte wirklich mal den Router überprüfen. Ganz seltsam, das Internet heute. The world remains constant over the centuries, but human life is like the dew at dawn, or a bubble rising through water. Transitory. Na dann. Wo war ich stehen geblieben?
Weil ich könnte auch Bennett nehmen. Oder, komm, mir ist langweilig. Ich nehme Mais. Da habe ich wenigstens eine Chance, auszuweichen. Wenn mich schon Leute verarschen. Mhm. Too slow. Also wieso sollte das ironisch sein? Ich habe halt gerade ein instabiles Internet. Was meinst du damit? Ich weiß gar nicht, was du hast. Als ob ich nicht mal auch mal Internetprobleme haben dürfte. Also, da fehlt doch noch wer. Und wie war euer Tag so? Habt ihr was Schönes gemacht? Läuft was Gutes im Stream? Was habt ihr so gegessen? Ist jemand gerade impulsiv? Will jemand unbedingt was machen? Ja? Nein? Vielleicht? Du meinst, Genshin? Genshin lohnt sich zu installieren. Genshin ist ein wunderschönes Spiel, solange man kein Glücksspielproblem hat. Wenn du ein Glücksspielproblem hast, dann Finger weg von Genshin. Wobei man kann es kostenlos spielen. The damned will sooner die again than lay a hand on me. Ich glaube, Chaisan sitzt irgendwie so auf Kohl. Irgendwas scheint ihn zu jucken. Ich glaube, er will was machen. Ich bin mir aber nicht sicher. Legs are so sore. Guess I must have been sleepwalking last night. Again. Na gut. Ja, willst du das? Na gut. La 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 la, ich gehe einfach nur einen Spaziergang. La 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 la. La 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 la. Das hi. Also ja, Genshin lohnt sich. Die Story ist atemberaubend, die Locations sind atemberaubend, die Musik ist wunderschön, alles ist perfekt inszeniert. Genshin die Bezeichnung AAA-Titel zu geben, wäre eine Beleidigung. Es müsste ein Quadro-A-Titel sein. Na gut, schön. The night is cold. Next on the agenda. Not now. Stars, shine for me. Ich benutze wie... Warte. V-Typ Studio, Hilfe. Don't be scared. Wretched vermin. Weak. Aua. For Rex Lapis. Komm mal runter, du komm mal runter und häng nicht nur deinen Schwanz raus. My guiding stars. Stars, shine for me. Moment, wir sind hier gerade in einem lauten Kampf. The wind rises. Nee, du bist ein Teufel. Das ist auch schön. Don't be scared. My guiding stars. Call, mine to command. Know your place. Worthless.
The night is cold. Perfekt. Gut. Okay, brauchen wir ein Taxi. Danke, dass du dabei warst. Also, ich benutze V-Typ Studio. Doch. Oh, die Feder wäre sogar gut, wenn das VTD nicht wäre. Jetzt habt ihr mich komplett rausgebracht. Ich wollte Waffen machen, stimmt. Welche Waffe fehlt mir denn noch? Er hat eine Waffe auf Level 70. Ja, das könnten wir auf jeden Fall noch machen. Es ist kostenlos. Folgendes Problem. Im Spiel, wenn du spielst, bekommst du für Aufgaben dieses sogenannte Urgestein und manchmal auch solche verwobenes Schicksal. Es reicht aus, um hin und wieder mal zu ziehen, aber du wirst höchstwahrscheinlich nicht die Charaktere bekommen, die du haben willst, weil da eine Glücksspielmechanik dahinter steckt. Aber es gibt sehr viele, die sehr viel Geld dafür ausgeben. Wenn du jetzt zum Beispiel Xiao, ist klar, wenn du Xiao zum Beispiel haben wolltest, müsstest du ihn sicher auf der höchsten Konstellation haben wolltest, müsstest du um die 300 bis 400 Euro für ihn ausgeben. Über den Händler. Da könntest du quasi Kristalle aufladen und also, wenn du viermal dieses Paket kaufst, kriegst du diesen Charakter auf der stärksten Stärke sicher. Wenn du kein Geld ausgibst, hier, ich spiele zum Beispiel Free-to-Play, ich habe jetzt hier solche 1900 von diesen Steinchen. Ich könnte jetzt 10 mal ziehen, beziehungsweise sogar 12 mal ziehen. Alle 10 Ziehungen kriege ich sicher einen der 4 Sterne Charaktere. Das ist aber ein 5 Sterne Charakter. Ja, soweit? Du kriegst ein paar von denen während der Mission, nicht mal wenig, aber um einen Charakter, wobei es reicht ja nicht nur, den Charakter zu ziehen. Bei Genshin gibt es diese sogenannten Konstellationen, sprich, ich habe hier diesen Charakter einmal gezogen, dann habe ich ihn zweimal gezogen, dann habe ich ihn dreimal gezogen. Um ihn auf maximaler Konstellation zu haben, müsste ich ihn 7 Mal ziehen. My legs are so sore. Ja, das Programm heißt... Yes, I must have been sleepwalking last night. Again. Warte mal, redest du jetzt von Genshin oder vom Programm? Das Programm ist auch kostenlos, Hilfe. Aber es ist teuer, sich einen so schönen Charakter zu machen wie ich. Man muss damit geboren werden. Hust, hust. Jetzt bin ich so abgedriftet. Was ist mit Ganyu los? Wer hat Ganyu Kaffee gegeben? Wer hat Ganyu Kaffee gegeben? Hm? Ihr wisst doch, man darf Ganyu keinen Kaffee geben. Next on the agenda. Was? Excuse me? Ich nehme Elektro. Wobei, so wie ihr drauf seid, brauchen wir eigentlich einen Healer. Mal schauen, ob wir einen Healer brauchen. Oh, wir haben einen Healer. Also, wie sieht's aus? Können wir? Choice an? Choice an. Hast dich mal entschieden? Minerva, wenn du dich quasi wegschmeißen willst, dann guck dir vor 4 Stunden die Diskussion über Zahnbürsten an. Das ist einfach unnormal. Xiao ist ein Adept, Ganyu ist ein Adept. Wer gibt's noch?
Was macht ihr da so lange? Ernsthaft? La la la. Blaze over. Illusion shattered. Adventure time. Und wie geht's euch so? Insolent. Alle dürfen mitspielen. There is no escape. All hail. Na gut, gehen wir mal raus. Los, alle raus. Ah, Hilfe. Das hat ja gut geklappt. We're way behind schedule. Na dann. Ah. Da fehlt noch wer. Da fehlt noch wer. Jojo, wo bist du? Joyoko. Joyoko, wo bist du? Noch Emilena, danke, dass du dabei warst. Gute Nacht. Boah, wie lange dauert denn das noch? Holt euch mal besseres Internet, das ist ja furchtbar. Next on the agenda. Geht doch. So. Gut. Boink, 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 boink. Boink, 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 boink. Boinkt Ganyu auch so gut? Nee, Ganyu boinkt nicht so gut. Shine down. Everybody stand back! This is long. There is no escape. Let's light it up! Adventure time! Illusion shattered. Let's light it up! Shine down. Inazuma shines eternal. Go in! Adventure time! Illusion shattered. Ja, ganz alleine. Niemand hilft dir, armer Panzerfaust. Ganz alleine stehst du an der Front. Ganz alleine. Ganz allein. Habe ich schon erwähnt, dass du ganz alleine an der Front stehst? Na gut.
Danke für die Hilfe. Die nächste Gruppe kommt dran. Danke für die Hilfe. So, jetzt müssen noch die anderen raus. Dann können wir weitermachen. Los, ihr zwei. Raus hier. Bye, bye. Dann wegen my Lord. Shiroko. Ich zeige ihm die kalte Schuld. Okay. Interessant. Gut zu wissen. Na gut, nächste Gruppe. Alle bereit? Und es geht los. Ein David, ein Itzlar, eine Mulscheid, Minerva. Knapp Minerva. So knapp. Also musst du dich noch ein bisschen anstrengen, um meine Sklavin zu werden. So knapp. Aber sowas von knapp. Warte, was brauche ich überhaupt? Mach ich überhaupt das Richtige? Für ihn, nicht ihn, sondern ihn hier. Brauche ich die Knochen? Genau. Die sind ja hier. Also diese... A blade embraces its duty as a jeweler. Mhm. Muss ich mir Sorgen machen? If you press a leaf between dry sheets of paper, you can make an attractive and handy bookmark. Sag's ihr selber. A blade is like a tea leaf. Moment, wo ist sie? Ich hab sie doch auf Discord. Milena, Mafuyu hat einen Crush auf dich. Perfekt. Weiter geht's. Du hast ein sehr interessantes, informationsreiches Thema über Zahnbürsten verpasst. There is no escape. Toiling to oblivion. One with nature. The bird. Illusion shattered. My Let's light it up! My opponent! Shine down! Was denn? War doch sehr interessant, das Thema, oder nicht? Ja, Zahnbürsten. Na, kommt doch an, wo sie sie aufbewahrt. Into the wind. Take flight. Du hier? Ach, was? Wie, wo? Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. So, wir gehen weiter zur Feuerblume. Ich weiß nicht, was du meinst.
Ich weiß absolut gar nicht, was du meinst. Ich hab Bock auf Wind. Wind ist toll. Findest du auch Wind toll? Xuvia, findest du Wind toll? Du siehst so schick mit deinem kleinen Kleidchen aus. So schick. A blade embraces its duty. Ich hab doch nur gesagt, dass du... jeweler cherishes their gems. Hast du gerade unseren Kollegen abgestochen? Du hast Lara gerade abgestochen. Geht's noch? Wo ist unser letzter Kollege? Da fehlt doch noch wer. Hallo? Da fehlt doch noch wer. Ach da, ich wollte gerade sagen. Ich will eine Pflanze treten. Witness the power. Embrace the ice. Clouds high. Birds fall. Die arme Pflanze kam nicht mehr hoch. Die arme Pflanze kam nicht mehr hoch. Skandalös. Lol. Mein Lieblingselement ist das Element der Überraschung. Danke für die Hilfe. Whirling snow. But now I've got the element of surprise. Wie brauche ich denn eigentlich noch, um ihn ein bisschen... Wherever in this world I roam, I carry memories of my home. Benny's adventure. Okay, ist die nächste Gruppe bereit? Meine Artefakte für Wanderer. Ja, ich habe nichts Gutes. Relax. Ich müsste eigentlich wieder mal Artefakte sammeln gehen. Also gar nicht mal so was Gutes. Schmief. Ich sollte nur kurz mal Material holen. Ich darf nicht dahin gehen. Aber ich könnte in die Kanne gehen. Nein, ich kann nicht in die Kanne. Verliere ich den Multiplayer-Modus. Da. Das Zahnbürste-Gespräch war doch viel zu lang, um es zu klippen. Na gut, holen wir erstmal die Leute rein. Und schafft's Minerva? Minerva! Sie hat's geschafft. Also, ich brauche mindestens eines von diesen Dingern. Kann ich nämlich den hier machen, den hier und jetzt kann ich den hier machen. Schön. Und jetzt kann ich den hier machen und dann den hier. Während der Choleriker im Hintergrund explodiert. Und da geht mein ganzes Geld wieder weg. Ja. Wunderschön, oder? You think I've got a sharp tongue? I just tell it like it is. If someone can't handle it, maybe that's their problem. Die ist bereits auf Level 8. Ich glaube.
Das Ding könnten wir gebrauchen. Interessant. Ja, alter Choleriker, ist ja in Ordnung. Die ist mir egal. Bennett hat auch auf 80. Das heißt, wir würden wirklich für sie das Ding suchen. Na dann. Keine Ahnung, ich hätte beide bekommen, wenn mir Keqing nicht die Sache ich sehe so ein bisschen vierfach. There's no need to exchange pleasantries. It's rather pathetic to force a conversation just to occupy silence. Okay, Lena, danke, dass du dabei warst. Gute Nacht. So. Brauche ich die Dinger hier? Ich glaube, ja, die Dinger. Ich brauche den hier. Was brauchen wir hier überhaupt? Feuer oder Eis? Der Choleriker. Relax. Wieder hören? Test 1, 2. Kann man mich hören? Hallo? Jetzt. Ob es heute noch Phasmo gibt? Keine Ahnung. Mal schauen. Das Problem ist, wir haben jetzt so eine riesige Schlange von Leuten. I just tell it like it is. Na dann. Wir haben so eine lange Leitung von Leuten. Und hin und wieder habe ich auch Internetprobleme, die sehr lästig sind. So lästige Internetprobleme. Mann, 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 Mann. Habt ihr schon mal so lästige Internetprobleme gesehen? Furchtbar. Furchtbar. Nee, nee, nee. Adventure time. History works. Frantic. Light it up. Get out of here. Everybody stand back. Adventure time. Take cover. Teamwork is teamwork. Take cover. Off we go. Adventure time. Going in. Let's light it up. Just Trera. Let's light it up. Off we go. Adventure time. Anwenden. Ja. Und dann... ja. Minerva. Aha. Das ist also der neue Spitzname von Minerva. Mini-Erva. Mini-Elsa. Jetzt. Okay. Und jetzt machen wir den Drachen wieder mal. Der Drachen war hinten. Ja, zu weit. Ah, komm. Also ein Nachbar wollte mal bei mir das WLAN haben und ich sagte, sorry, ich streame und ich brauche jeden Kilobit. Gerade weil ich 3 Streams gleichzeitig habe. Und was meint ihr, wird mein Internet halten? Ah, ich glaube, ich habe ganz, ganz schlechtes Internet gerade. Ganz, ganz schlechtes Internet.
Und was meint ihr? Werde ich Internetprobleme haben? Too slow. Oh, das sieht schlecht aus. Das sieht schlecht aus. Das sieht sehr, sehr schlecht aus. Mein Internet ist gerade ganz, ganz schlecht. Was bei dir? Was ist eigentlich? Wo ist eigentlich Minerva gerade? There's no such thing as pure freedom in this conversation. Even the wind cannot blow on forever. Und was meint ihr? Was macht mein Internet? Ja, super schlecht, ich sehe schon. Relax. Oh, der Animo-Widerstand von Omnidrachen ist gestiegen. Oha. Was meint ihr? Schafft das? There's no need to exchange pleasantries. Hat mit zu viel Anime-Widerstand? You think I've got a sharp tongue? I just tell it like it is. Go, Ciao. If someone can't handle it, go, Wanderer. Maybe that's their problem. Komm, ich will schaukeln. Ich will schaukeln. Ich hab Bock zu schaukeln. Wollt ihr auch schaukeln? Ich hab Bock zu schaukeln. Ja. Minerva, würdest du mich anschucken? Hey, was ist denn passiert? The wind rises. Nee, er hat aufgegeben. Skandalös, da gibt er einfach so auf. Ich bin enttäuscht. Ich bin enttäuscht. Na, was ist los, Kollege? Braucht man dafür den Wanderer, um ihn anzuschucken? Zelle ist der Kollege nicht, oder? Was meint ihr? Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie helle ist das Kollege? Hat er eigentlich mitgekriegt, was hier eigentlich gerade abgeht? Ey, das war ein Anschlag. Ich habe es ganz genau gesehen. Eine solide 3,5. Aber er lernt es auch nicht, oder? Oh, Hydrolwiderstand ist jetzt gestiegen. Was macht er jetzt? Der steht einfach da nur da. Behold! Reduced to just standing around. How absurd. Ja.
Xiao war halt die richtigen Worte. Was passiert jetzt? Oh, das wird interessant. Ach, hat er sich wieder geportet? Stimmt, ich brauche Alkohol. Wo ist mein Wodka? Wo ist denn der jetzt überhaupt? Na gut, das Gute ist, die Blume sollte ja jetzt fertig sein. Die Blume sollte jetzt fertig sein. Zurück zur Blume. Ich würde mal sagen zur Blume. Wer will noch die Blume? Ich brauche sie für Bennett. Hier müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu nahe kommen, weil die Blume sehr, sehr aktiv ist. Hier müssen wir auf Distanz bleiben. Ach stimmt, Milena ist ja wieder da. Und welche zwei Menschen? Muss ich dir was beichten? Liebe Milena? Was? Ah. Wo ist Choice dann eigentlich gerade? Ey, was wird denn das hier, ha? Okay, dann schieß mich doch ab. Schieß mich doch ab, ha? Ha? Traust du dich eh nicht, ha? Ha? Daneben. Lol, ist die schnell. Na dann. Minava, kommst du zurück? Gut. Quit following me. Bah. Wie Verderber. Too slow. The wind rises. Na dann. Gut, dann danke für die Hilfe. Mief. Ja, bis auf eine Person. Relax. Aha, jetzt sind wir zwei alleine. Und da war sie weg. Gut. Anständige Menschen heute dabei. Sehr anstrengend. Na gut. Wie viele wollen denn noch? Wobei, ich werde es gleich sehen. Ich werde das Trauerspiel ja gleich sehen. Schiffe. Sind wir fertig? Und tschüss. Moment mal. Hatten wir dich nicht gerade eben? Hatten wir nicht gerade eben Choice an?
Relax. Ja, aber es will dann jemand sonst rein? Ist jemand noch nicht da? Ist jemand noch nicht? War jemand noch nicht, der noch immer will? Oder die? You think I've got a sharp tongue? Alle, die noch I rein just tell it wollen, like it aber noch is. nicht drin waren, ein If Plus in someone den Chat. can't handle it, There is maybe no that's their escape. problem. Niemand? Kein Plus? Shine down. Okay, wenn niemand rein will, dann können wir es auch so lassen. Meinetwegen. Irgendwas sagt mir, wir kommen eh nicht so weit, wenn ich ehrlich bin. Irgendwas sagt mir, wir kommen eh nicht weit. Na dann. La 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 la. Quit following me. Too slow. Machen wir hier lang. Mhm. Ah. Da haben wir ja unseren Kollegen. So. Wen nehme ich denn? Wen nehme ich denn? Ich könnte beim Wilden bleiben. Wind ist eigentlich ziemlich nice. Haben wir Heal? Wir haben kein Heal. Doch, wir haben Heal. There's no need to exchange pleasantries. It's rather Sieht's pathetic eigentlich to aus? force a conversation just to occupy silence. Noch so oft. Ow! Where did that come from? Und was ist mit dem Kollegen hier? Even the wind cannot blow. Noch so oft. Ich sollte mal die Dinger hier weiterfahren. Na gut. Alle stehen, alle warten. Ist doch toll. Wunderschön. Okay. Okay, sie sind lernfähig. Gut zu wissen. Ne? Search for it. Bow your head. Behold. Swan Fury. Step aside. Unsightly insects. Swan Fury. Wretched vermin. Shine down. Wind rises. Unsightly insects. Quit following me. Swan Fury. Illusion shattered. The wind rises. Behold. Betty's adventure team. Das war unser Healer. Wind rises. Under pulse. Geht doch.
Hi. Ja, ich bin ein VTuber. Und wie geht's? Relax. Gibt es denn so selten deutsche VTuber auf TikTok? Na gut. Na gut. Ich würde gerne einen Boss machen, wenn ich ehrlich bin. Ich habe so wenig Bosse gemacht. Aber mir fehlen noch 2 Dinge. Was brauche ich denn noch alles? There's no need to exchange. Rather pathetic to force. I created another universe and founded paradise. There's no such thing as pure freedom in this world. Even the wind cannot blow on forever. Na gut. Okay. Dann willkommen in meinem Channel. Und wie geht's so? Okay, Sie, danke, dass du dabei warst. Gute Nacht. Und ich streame auf 3 Kanälen gleichzeitig. Du siehst über mir mein Banner. Ich streame auf YouTube, Twitch und TikTok. Gerade in diesem Moment. Die Dinger hier brauche ich doch, oder? Ja. Oder? Warte, ich bin gerade... Für Fischersbogen brauche ich... Ja, die Dinger hier. Shine down. In der Theorie ja. Na, im Grunde machen wir halt immer Grüppchen. Und die... Was ist bloß mit denen falsch? Know your place. You dare to gaze upon me? Illusion shattered. Naja. Also. Lass mich überlegen. Okay, wir könnten noch eine Gruppe danach machen. Sprich, wir machen jetzt noch diese Instanz mit den Kollegen hier. Und danach könnten wir noch einen Boss machen. Zum Beispiel La Signora. Ich will La Signora machen. Dann kannst du dazukommen. Falls deine Weltstufe hoch genug ist und du auf dem richtigen Server bist. Minerva, willst du auch wieder dazukommen? Mit mehreren Spielern. Genau. Also du sollst es dann schon mal Genshin starten. Inactivity serves no purpose whatsoever. Achso, nee, dann nehme ich was anderes. Was nehme ich denn da? Wobei, nee, bei dieser... Don't be afraid to make mistakes. It's all part of the learning process. Es fehlt uns jetzt Elektro, dann nehme ich jetzt Graden. Haha. Perfekt. Nehme ich. Perfekt. Dann geht das. Wie, du hast das? Hm? Ach so. Wie, du hast dein Handy ausgemacht? Wer macht denn schon sein Handy aus? Und Lara, wie heißt du in Genshin? Gut, dann nehmen wir Minerva, Lara und die neue rein. Na dann.
Illusion shattered! Now you shall perish! Shine down! Light it up! Adventure time! Aua. There is no escape! Everybody, so much. Yay, I did it! Oh, wait. No, I didn't. Bennett, du hast zu spät gehealt. Wir haben den Feuerlolli verloren. Den hier. Na dann. Sphäre verlassen. Gut, dann Dank für die Hilfe. Huh? Now you shall perish! Relax. Kannst du mal mit der Wasser-Legendären... Was? Los, Leute. Wir sind fertig für heute. Zumindest hier. Danke für die Hilfe. Warte. Ach, du bist ja schon drin, skandalös. Und ich wollte dich gerade rausschmeißen. If you press a leaf between dry sheets of paper, Na dann, you can Minerva, make an hast du angemacht? attractive and handy bookmark. Rex Lapis, Lapilia, wie war das? Axia Lapia. Hast du es There's no angemacht? such thing as pure freedom in this world. Even the wind cannot blow on forever. Da antwortest du. Na, lassen wir erstmal Madame rein. Bestätigen. Eine Minerva will joinen. Ich sehe auch nicht, dass du eine Anfrage gesendet hast. Nee, kein Scheußern. Nee, kein Scheußern. Oder bist du Scheußern, Rex Lapia? Rex Lapia, bist du Scheußern? Okay, ich drücke auf Freunde. Und wie heißt du da? Wie heißt du da? You think I've got a sharp tongue? I just tell it like it is. If someone can't handle Geodaddy. it, maybe that's their Kein problem. Geodaddy, kein 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 Geodaddy. Eiswaffe haben wir. Kein Geodaddy, Qiqi, kein Deodaddy, Leona, kein Flex, kein Geodaddy.
Siehst du? Also. Wieso gehen eigentlich immer die Leute aus davon, dass sie einmal mitspielen in meine Freundesliste reichen? Alexis, nicht spoilern. Psst. Relax. Kannst du mal mit der Wasserlegendären... Wer ist die Wasserlegendäre? Nabend, Zaubermausi? Mit Mona? Delved into destiny. Tada. Ja, ich heiße Caspian. Ja, ich heiße Caspian. Bei mir kommt nichts an. Ich heiße Caspian. Wie fragst du denn an? Wie fragst du denn an? Fate is called as such, for it cannot be changed, nor can it be reversed. Rexilapia. Be accepted. Wie fragst du an? Versuch's mal unter Mehrspielermodus. Those memories. So dark. There's no such thing as pure freedom in this world. Even the wind cannot blow on forever. Astrologers must rid themselves of material desires. Only by ridding oneself of clutter can one see the true world around them. Jo. Anstrengend. Anstrengend. Quit following me. Habe ich schon erwähnt, dass es anstrengend ist? Anstrengend. Nein, sollst du nicht. Fate is called as such, for it cannot be changed, nor can it be reversed. It can only but be accepted. Doppelheal. Warum nicht? Na dann. Nur ein kleines bisschen. Und jetzt einer der schönen Frostteams. Is it the cold or just cowardice? Dum, dum, dum.
Dum, 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 dum. Torn to oblivion! Let's shine down! Crush! Vengeance will be mine! Into the frozen void! Shine down! Now you shall perish like the insects! Detestable! Too slow. Crush! Swallow! More speed! Quit following me. Das muss man hier selber machen. That's my pretty! Illusion shattered! Blood of frost! Inazuma shines eternal! Bow your head! Beg for mercy! There is no escape! Shudder! Chipping hole! Embrace your searing reckoning! Jetzt auf mich! Not every wound will oblivion! Shudder! Crush! Vengeance will be mine! Shudder! Shine down! Gaze upon me! Crush! Shudder! Embrace your searing reckoning! Wunderschön, der Bosskampf. Hey, ist auf mich. Geht's noch? I condemn you! Holy awaits! Inazuma shines eternal! Gut. Ja. Mir ist so ein bisschen heiß. Geht noch. Lina, danke für den Follow auf Twitch. Einer der wunderschönsten Bosskämpfe und auch das Musiktheme sind ganz Genshin, meiner Meinung nach. So wunderschön. Leider geht's mit so einer guten Gruppe. Es ist viel zu schnell. Schnief. Na gut. Schnief. Gut. Nun gut, wir haben jetzt fast 0 Uhr. Wir streamen seit 6,5 Stunden. Ich würde mal sagen, für heute reicht's, oder? Oder habt ihr noch Fragen? Gibt's Träume, Anmerkungen, Wünsche? Anmerkungen?
Nee, dafür ist es zu spät. Ich muss morgen arbeiten. Cry louder. Gut. Katze? Achso, du bist gerne Katze. Da kann ich dir doch gerne helfen. Miau. Besser? Wuff, wuff. Gut. Falls ihr wirklich noch Langeweile haben solltet, könnt ihr euch ja meinen YouTube-Kanal anschauen. Da ist ganz genauso wie überall auch. Das hat vorher. Und hast du dir schon das Video angeschaut? Phasmophobia, Cringe ASMR, Entspannungs ASMR? Lara, hast du dir schon das Video auf YouTube angeschaut? Cringe Entspannungs ASMR. Nee? Also dann hast du ja noch was zu tun. Ich habe einmal ein Video für Phasmophobia gemacht, wo ich normal spreche. Wo ich eigentlich das Ding auf Albtraum versucht habe zu erklären, wo es komplett nach hinten losging. Und einmal ein Video, wo ich halt dieses Cringe ASMR mache. Mit einer ganz tiefen Stimme dann die ganze Zeit rede. Panzerfaust, natürlich wird Minerva nicht meine Sklavin der Zukunft sein, weil sie bereits meine Sklavin ist. Problem gelöst. Oder, Minerva? Astrologers must rid themselves of material desires. Only by ridding oneself of clutter can one see the true world around them. Dann... Na gut, in dem Sinne würde ich mal sagen, wobei, wartet. Erstmal muss ich den Kollegen hier Danke sagen. Danke für die Hilfe. Dann gehe ich noch in meine Kanne rein. Und dann beende ich den Stream. Klingt das nach einem Plan? The damned will sooner die again than lay a hand on me. Mhm. Welche Farbe hat er? There's no need to exchange pleasantries. It's rather pathetic to force a conversation. Nor can it be reversed. It can only but be accepted. Na gut, dann gehe ich mal in den Singleplayer, da beide irgendwie nicht raus wollen. Bye bye! Also zu den zwei in dem Dings. Das Stream läuft hier weiter. Nein, ich stecke hier fest. Ernsthaft. Ernsthaft. Da hat jemand ganz schlechtes Internet. Geht doch. Schnief. So, geht doch. Wieso? Was meinst du, Melena? Hat die Person, die was für dich empfindet, bereits was gesagt? Na, siehst du? Sylvia sagt ja auch. Sylvia sagt auch schon ja. Kein Hilfe. Wie gesagt, keine Sorge, ich bin ganz zärtlich zu meinen Sklaven. Hust, hust. Perfekt. Na dann, perfekt. Willkommen beim Dating-Stream. This realm is... Keine Sorge, das soll man sogar falsch verstehen. Hust, hust.
Ach, gibt's wieder neues Zeug? Wahre Frucht des Waldes. Aha. Ach, für dich finden wir auch noch jemanden, Alexis. Alles in Ordnung. Das kriegen wir schon hin. Mein lieber Panzerfaust, um die Diskussion von 5 Stunden wieder auferlesen. Manche Menschen mögen es, an den Haaren gezogen zu werden, manche mögen es, den Hintern versohlt zu bekommen und manche mögen es gerne... Naja, muss ich weitersprechen. Manche, nicht alle. Und dieses ganze Gespräch fing nur an, weil ich Ganyu an den Hörnern zurück nach Liyue ziehen wollte. Ja, ich mag auch Zahnbürsten. Besonders mit Zahnpasta in meinem Mund. Ah, schön. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Oder gibt es noch Fragen? Fragen, Anmerkungen, Träume, Wünsche? Wie sieht's aus? Ich bin ein Drachen in Menschengestalt. Ich bin per Definition zart. Muss ich dich an meine anderen Gestalten erinnern? Hallo? Muss ich dich an meinen anderen Gestalten erinnern? Hm? Ja? Fate is called as such, for it cannot be changed, nor can it be reversed. It can only but be accepted. Wie alt bist du denn, Rexlapia? Und da verlassen sie uns schon alle. Also habt ihr mich doch gern. Seid ehrlich. 19. Oh, das ist doch mal ein legales Alter mit dem, was wir finden jemanden für dich. Precisely foretelling one's written destiny. Over-embellishing that fate only leads to misconception. Ach, wir haben hier einige quasi, die sehr frei auch auf der Suche sind und ja, wie soll ich sagen? Oh je. Aha, okay. Und jetzt auf dieser Grundlage, lieber Panzerfaust, wem gehört jetzt deine Loyalität? Hm? Ja, ich höre. Dam, dam, dam. So, ansonsten, falls ihr quasi auf dem Laufenden sein wollt, könnt ihr auch gerne auf den Discord-Server drauf kommen. Da sind die ganzen Verrückten auch drauf. Und es gibt immer wieder Infos zu den Streams. Muhahaha, falls ich mal wieder gesperrt werde. Ach was, du kommst bald wieder zurück. Moment mal, wieso? Was? Moment mal.
Wie wär's dann, wenn du ohne Kopfhörer ins Bett gehst oder mit Bluetooth? Wuff. 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 It is called as such, for it cannot be changed, nor can it be reversed. It can only but be accepted. Boah, von mir aus. Ist das schlimm? Ja, ich höre. Gut. Dann wie gesagt, kommt auf den Discord-Server, da habt ihr ganz viele Verrückte, wie wir alle sind. Ansonsten werden wir morgen höchstwahrscheinlich wieder den nächsten Stream haben. Auch wenn ich mir noch nicht sicher bin, was wir machen. Gut. Dann würde ich sagen, danke, dass ihr heute dabei wart. Wir sehen uns morgen wieder. Schlaft gut, träumt was Süßes. Bye, bye. Lasst die Videos auf YouTube. Kein Phasmo, es ist zu spät, wir haben 0 Uhr. Wir können morgen Phasmo spielen. Gut. Dann, hier, Hilfe. Hier. TikTok-Stream wird beendet in 3, 2, 1. Bye, bye. Wie, du bist erst aufgestanden? Das geht doch nicht. Gut. Also, jetzt muss ich mich noch um Twitch und YouTube kümmern. Nettester Ghoul auf der Welt. So netter als mein falscher Engel. Was? Na gut, egal. In dem Sinne, vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Ich wünsche euch eine wunderschöne, gute Nacht. Wir sehen uns morgen. Bye, bye. Träumt was Schönes. Ciao, ciao. Gute Nacht. Stream wird beendet in 3,